my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice.
Jo, 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 ihr Cuties. Na, ihr's? Wunderschönen guten Abend. Hallo an Kevo und an Deadman und an Jakob. Schön, euch zu lesen. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Ja. Heute VTuber-Cam. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich habe gerade richtig keinen Bock auf eine Webcam in meine Fresse. Jedenfalls nicht so. Deswegen, was siehst du in meinen Augen? Desperation. Das Leiden. Wir haben eins abgekriegt. Ich frag mich nur von wem. Jakob, danke für deinen Resub. 44 fucking Monate. Ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der noch länger Sub ist als du. Mit Tier 2. Danke. Danke. Alter, die Augen sind gerade buggy wegen meiner Brille. Das wird lustig. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier erzählen soll. Wie immer im Just Chatting Part. Weil irgendwie ist viel passiert und irgendwie nichts. Ich war krank. Welche neue News? Das passiert ja ständig. Und ansonsten hatte ich am Freitag ein Bewerbungsgespräch. Nichts Besonderes bis jetzt. Also das ist jetzt erstmal, um, ich sag mal, wieder reinzukommen ins Game. Noch keine großen Hoffnungen machen. Das war mehr so Recruiter-Ding. Aber ich bewerbe mich gerade auf andere Jobs, um vielleicht bald mehr Zeit auch für Streaming zu haben und so. Und mehr Kraft und ja. Ich werde gleich The Welt ends with you mit euch weiter zocken. Habe ich Bock drauf. Ihr könnt gerne mal erzählen, was so bei euch in den letzten 2 Wochen los war. Ich habe gerade schon von Kevo per DM gesagt bekommen, der hat da wieder an was rumgebastelt. Was war's denn? Was war denn jetzt das Problem beim Arbeitszeitenrechner? Welchen Programmierfehler hast du gemacht? Tell me. Ich stehe ganz kurz auf und hol was aus dem Mikro, weil ich habe noch Food vorbereitet nebenbei. Hab nur Helldivers gespielt und hatte meine erste Fahrstunde. Deine erste Fahrstunde? Machst du in Anführungszeichen jetzt erst den Führerschein? Ich dachte, du machst ganz viel mit Autos. Musst du da nicht schon deinen Führerschein haben? Ich bin verwirrt. Also ich war die letzten 2 Wochen sehr viel mit Helldivers 2 beschäftigt. Ich sehe schon, es gibt einen Trend. Current Culture setzt die Änderung nur temporär. Ich habe jetzt auf Current Default Culture gesetzt und es funktioniert. Sure. Klingt logisch. Klingt nach etwas, was ich auch tun würde. Oh, dieses Model ist gerade so cursed mit der Brille. Vorhin war alles super, aber ich habe es ohne Brille getestet. Ich hol mal kurz was. Sekunde. Damit ich nicht wieder hangry werde beim Stream. Ich bin heute nämlich in Anführungszeichen spät aufgestanden. Ich habe nur 6 Stunden geschlafen, aber ich bin spät im Bett gewesen, deswegen bin ich spät aufgestanden, deswegen ist für mich gerade Mittag. Ich habe in meinem Buch gelesen und irgendwie war es dann auf einmal 7 Uhr morgens. Huch. Und ja. Deswegen habe ich noch nicht so viel gefoodet und damit ich gleich nicht hangry werde und dann den Stream abbrechen muss oder so, habe ich schon mal vorbereitet an Food. Das liegt jetzt hier. Ich habe Tee. Ich habe was zu trinken. Let's fucking go. Ich frage mich nur von wem.
Darf ich mich auch noch bedanken? Also, erstmal, hallo Dirk, schön, dass du da bist und vielen Dank für deinen Resub. Danke, danke, danke. Und danke auch, ich glaube, habe ich das jetzt richtig gesehen? Moment. Dirk hat auf einen Monat abonniert und dann hat nochmal Deadman Dirk hat Deadman ein Abo geschenkt. Jetzt verstehe ich. Okay. Danke dir. Danke, Dirk. Viel Spaß mit den Emotes an euch beide, I guess. What the fuck ist this Song? Warum ist da dieses... das ist ja ekelhaft. Entschuldigung, aber hört ihr das? Ah, kriege ich richtig Oldschool-Vibes. Weg damit. Okay, sehr schön. Okay. Und dann nochmal danke an Kevo für die 100 Bits. Bits. Hab erst eine Fahrstunde, also wird es noch ein bisschen dauern. Ja, von mir auch ganz doll Daumen gedrückt, dass es auch vor allen Dingen jetzt reibungslos verläuft. Hab vor Corona mal den Führerschein angefangen. Ich muss mal das Fenster mal mehr aufmachen. So. Viel mehr Chat. Schön. Aber dann fallen lassen und auf Arbeit bräuchte ich dann einen LKW-Führerschein, aber ich brauche den Führerschein im Moment nur, damit ich mir eine andere Arbeit suchen kann. Ja, dann viel Glück, dass das jetzt auf Anhieb klappt, damit du zügig andere Arbeit suchen kannst. Ich wurde auf den 30er meiner Cousine eingeladen und ich war kurz sehr alt. Ja? Hast du schon wieder gedacht, du wirst 30, so wie gestern? Wo ich dir sagen musste, wie alt du bist. Das war schon keine funny. Ich dachte, sie ist nur ein Jahr älter als ich. Kevo hat die Tage, ich glaube, das war im Stream, kurz Panik gehabt, dass er dieses Jahr irgendwie 30 wird oder so. Nee, 29 wird, Entschuldigung, my bad. Und ich nur, nein, Kevo, du wirst immer noch nicht 29. Ich werde 29. I don't want that. Aber ich werde 29, du wirst 28. Und warum weiß ich das? Ich habe auch noch keine Ahnung, was ich an meinem Geburtstag machen werde. Aber wahrscheinlich Party Animals spielen, I guess. Auf die Fresse bekommen. Passt. Wo ist denn... Ich kalibrate nochmal. Ich bin jetzt ein paar Mal hier rumgedüst. Vielleicht kriegt ihr das Augentracking dann gleich mal hin. I hope. Kopium. Komisch, das mit dem Mund und so weiter kriegt er eigentlich ganz gut hin. Vielleicht muss ich mich mal gerade hier hinsetzen. Hey. So. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich bin. Ja, ich kann es ja sehr leicht rechnen, weil ich muss ja immer nur für 95 ausgehen. Aber ich weiß ja, dass du ein Jahr jünger bist als ich und schon, ja. Ich vergesse auch immer, dass ich 26, ich meinte 28, 27 bin. Ich weiß nicht, vielleicht beschäftigt mich das mehr und deswegen habe ich es mehr im Kopf oder so. I don't know. Früher konnte ich das sehr gut mit allen Leuten, die ich kannte, zu wissen im Kopf, wann die Geburtstag haben und wie alt die sind, aber die Zeiten sind auch schon längst vorbei. Dafür kenne ich jetzt aber auch viel zu viele Leute, to be honest. Und ja, ich weiß, ich bin gerade nicht in Just Chatting, aber ich möchte gerade um die Uhrzeit nicht in Just Chatting, to be honest. Wir wechseln gleich. Morgen gleich die nächste Fahrstunde und vielleicht bekomme ich die Woche nochmal einen Termin zum Fahren. Das klingt doch fantastisch. Ich werde so selten gefragt. Ich sage einfach, das Jahr ist doch auch so egal, wenn man älter als 18 ist. Ja, diese Mini-Panik, die Tage, das war so dumm. Das war, glaube ich, am Freitag. Am Freitag habe ich gedacht, boah, ich habe mal wieder so richtig Bock, 43er mit Milch zu trinken. Ich weiß, klingt doof, so, boah, du Alki. Nee, ich habe einfach ewig keinen Alkohol mehr getrunken und hatte richtig Bock da drauf. Und der Laden in meiner Nähe hatte es einfach nicht. Der hatte keinen 43er. Also bin ich losgezogen, bin zu einem Laden weiter weggelaufen, um das da zu kaufen, komm so an und hab für so einen ganz kleinen Moment
so eine Mini-Panik, weil ich gemerkt habe, ich habe nur meine EC-Karte dabei. Und ich dachte so, oh nein, was ist, wenn die nach meinem Ausweis fragen? Scheiße, Alter. Ja, also ich bin anscheinend Verbrauch genug im Gesicht, dass die Leute sagen, ja, ist okay, lauf weiter. Wann trinken wir mal 43er Milch? Ja, Kaktus können wir das gern machen. Ich werde auf der Kaktus definitiv den einen oder anderen Cocktail trinken oder Bierchen. Von daher kann man da gerne auch mal einen 43er mit Milch trinken. Ich mag das sehr gerne. Also ich konnte meinen 43er ohne Probleme kaufen, ohne Ausweis dabei zu haben. Das hatte ich lange nicht mehr, dieses Scheiße, habe ich meinen Ausweis dabei? Und dann, warte mal, du bist alt. Never mind. Ja. So, kurz die Teebeutelchen rausholen aus dem Tee. Ich kommentiere das jetzt immer, weil ihr seht das ja nicht. Ich bin Milchbubi und werde jedes Mal, wenn ich nicht bei meinem Standard-Supermarkt einkaufe, nach Ausweis gefragt. Ach, wie cute! Ich glaube, ich weiß ja auch gar nicht, wie du aussiehst, Deadman. Weil ich habe ja keine Cam oder sowas hier von dir gesehen oder ein Foto. Wenn ich mich recht erinnere. Und IRL haben wir uns ja noch nicht gesehen. Aber es klingt süß. Ich war so überrascht, als ich Gosso das erste Mal gesehen habe. Ich habe mir Gosso ganz anders vorgestellt. Ich bin gespannt, wie andere Leute, die ich jetzt aus dem Chat kenne, IRL aussehen, weil die werde ich auch das erste Mal jetzt auf der Kaktus sehen. Ich glaube, keiner weiß, wie ich aussehe. Was? Voll das anonyme Leben am Leben. Ich bin schneidisch. Ja, ich gehe einfach in Zukunft voll die VTuber-Route. Und dann weiß keiner mehr, wie ich aussehe. Und dann kann ich ganz viel Quatsch im Internet erzählen, ohne dass irgendjemand mich dafür haftbar machen kann. Haha! Mein übler Plan der Welteroberung geht auf. Ich habe seit Jahren kein Alk mehr getrunken, also könnte ich den Viper machen. Also, sagen wir, vergleichsweise ist natürlich mein Alkoholkonsum zurückgegangen während und nach Corona. Weil, als ich in Duisburg und so weiter gewohnt habe, bin ich quasi jede Woche feiern gewesen. Also, man ist zur Stammkneipe gegangen und hat ein paar Bierchen gezischt. Also, das war jetzt nicht. Ne? Aber in Corona habe ich mir schon gerne auch mal Cocktails gemischt. Aber das hat dann auch immer nachgelassen, bis ich das gar nicht mehr gemacht habe. Und jetzt so die letzten Wochen, Monate ist das so. Keine Ahnung, alle paar Monate trinkt man sich mal ein Getränk, aber des Genusses willen und nicht des Betrinkens willen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal betrunken war, weil das so lange her ist. Beschwipst? Ja. Betrunken? Keine Ahnung, Alter. Daddyman sieht safe cute aus. Safe. Wenn er schon sagt, er muss einen Ausweis vorzeigen, dann muss er cute aussehen. Ja genau, kein Besauf mehr, sondern einfach, weil es schmeckt. Ja, das habe ich ja immer gemacht. Ich habe immer verantwortungsvoll getrunken, bis auf die 1-2 Male so kurz vor meinem 18. oder so, weil ich einfach wissen wollte, wie sich das überhaupt anfühlt, betrunken zu sein. Ich weiß, ich kann es jetzt nicht für jetzt sagen, aber damals habe ich einfach sehr, sehr viel vertragen und dementsprechend wollte ich es einfach mal ausprobiert haben und deswegen habe ich mir dann Dinge einfach reingelehrt, um einfach mal die Erfahrung gemacht zu haben. Die Erfahrung war scheiße, das habe ich dann nicht mehr gemacht. Die Geschichte habe ich ja schon tausendmal erzählt mit dem kurz vor meinem 18. dann nochmal vom Krankenwagen abgeholt werden. War nicht so cool. Can't recommend. Dementsprechend habe ich danach natürlich verantwortungsbewusst immer getrunken und war meistens die Nüchterne in der Gruppe, weil wenn ich gemerkt habe, ich fühle jetzt gerade schon so Auswirkungen des Alkohols, habe ich meistens mir ein Wässerchen getrunken, damit ich ein bisschen noch mehr genießen kann. Nicht? Also ich bin meistens die Mama der Gruppe gewesen und habe alle Leute aufgepäppelt am Ende des Abends. Und ja, jetzt trinke ich ja eigentlich auch mehr für des Genusses willen, aber halt nie so viel bis jetzt in den letzten Monaten, dass es mich betrunken gemacht hat. Und das kann daran liegen, dass ich vielleicht immer noch viel vertrage, weiß ich nicht. Aber ja. Ich suche gerade eine Einstellung in meinem XLR.
So, jetzt höre ich mich ein bisschen selber. Das ist sehr schön. Dann schreie ich nicht so viel. Dann bin ich morgen nicht wieder heiser. Huch. Musst du auch schon ewig nicht mehr vorzeigen. Ich glaube, mit deinen langen Haaren wirkst du ein bisschen älter, als du wirken würdest, wenn du kurze Haare hättest, Kebo. Also ich glaube, wenn du dir die Haare jetzt abschneiden würdest, was du nicht tun sollst, keine Sorge, no front, alles gut, ich mag deine langen Haare, aber ich glaube, wenn die kürzer wären, würdest du noch mal eine Ecke jünger wirken. Nicht jetzt ratzekurz, sondern so Sunny Boy, Beach Boy mäßig, weißt du, was ich meine? Mein altes Motto war, wenn ich mich nicht besaufe, dann lohnt sich nicht mit Alkohol zu kaufen. Ja, den Kevo kenne ich halt nicht. Du hast Geschichten erzählt von damals und wolltest mir den immer mal vorstellen, aber diesen Kevo habe ich nie gesehen. Ich glaube, ich habe Kevo 2-mal betrunken gesehen und jedes Mal hat er danach gesagt, ich war nicht betrunken. Deswegen, wenn das nicht dein Betrunken war, weiß ich nicht, was du mit betrunken meinst. Also habe ich dich, glaube ich, noch nie wirklich betrunken gesehen. Ich hab dich in anderen Zuständen gesehen. Das war aber auch sehr witzig. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ganz am Anfang, als ich dich mal in Bayern besucht habe, da haben wir uns Cocktails gemacht. Und ich war mit meinem ersten quasi fertig, da hattest du schon deinen 2,5. und meinte so, ja, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Ich habe genug Alkohol und wirkte so ein bisschen neben der Spur. Du wirktest sehr, sehr müde. Und dann bist du schlafen gegangen. Und dann saß ich da halt noch mit meinem zweiten Cocktail alleine in deinem Wohnzimmer. Und ich konnte nicht schlafen. Und bin dann irgendwie bis 4 Uhr morgens oder sowas da rumpimmeln gewesen und hab mich alleine beschäftigt, während Kempo am Schnarchen war. Ach ja, good old times. Also man muss dazu sagen, Kevo hat im Allgemeinen immer voll den Zug drauf. Ob das jetzt Getränke oder ob das Essen ist, ich kann da einfach nicht mithalten. So, ich halte viel aus, aber ich brauche halt auch immer ewig. Vor allen Dingen Bier. Mit Bier funktioniert bei mir gar nicht betrinken, weil ich würde eher kotzen an der Menge von Bier, die ich konsumieren muss, als dass ich halt betrunken werde. Und mein Bier, bevor ich das leer habe, wird das schal. That's not how that works. Und bei Kevo ist so, macht Bier auf, Bier ist weg. Gefühlt. Für mich. Bin froh, dass mein Alkoholkonsum sehr zurückgegangen ist. Das, was ich in dem letzten halben Jahr getrunken hatte, war das, was ich in 2 Wochen getrunken hatte. Ja, also du hattest das ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Ich meine, das hat angefangen von dem einen Silvester, wo wir zusammen gefeiert haben. Kann das sein? Okay, wenn ich so lange hier rumchille, dann wechsle ich doch nochmal die Kategorie auf eigene Gefahr. Oh, drück mal die Daumen, dass da jetzt keine komischen Menschen kommen. So. Fertig. Oh ja. Alles gut. Alles gut. Nicht schlimm. Ich weiß nur, dass du da viel getrunken hattest. Und danach hast du gesagt, so, jetzt reicht auch. Und das ist ja auch eine voll gute, erwachsene Entscheidung, finde ich. Und ich glaube, das ist auch eine der wenigen Male gewesen, wo ich auch mich mehr betrunken hatte. Und seitdem habe ich auch fast nicht mehr. Meistens gehe ich raus irgendwie zum Karaoke-Abend und trinke so 1, 2 Cocktails, weil die da sehr lecker schmecken. Und mehr Alkohol konsumiere ich eigentlich gar nicht mehr. Außer zum Beispiel, das war auch so dumm. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatte ich gar nicht erzählt. Oh, scheiße. Habe ich euch von meiner Weihnachtsfeier erzählt dieses Jahr? Vom Ausflug mit Arbeit? Gott, das war so cursed. Es war so cursed. Ich weiß, ich habe das Kevo erzählt, aber da hatte ich ja, glaube ich, noch Streaming-Pause. Und danach hatte ich ja meinen 24-Stunden-Stream, aber ich weiß nicht, ob ich davon erzählt hatte. Das ist, dass ich betrunken zu den öfters vorgekommen bin? Nee, das hatte ich schon gelesen. Was denn, Kevo?
Das war kompletter Absturz und danach ist es immer weniger geworden. Ich konnte dann nicht mehr am Stuhl sitzen an dem Abend und habe dann im Bett gepennt und Null war komplett weggepennt. Ach so. Ja, wir waren ja dabei, quasi. Und haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Aber deswegen war das ja auch nicht schlimm, dass du dann gesagt hast, hey, 0 Uhr, ich gehe schlafen. War ja fein. Und ist ja okay, wenn du dann auch deine Konsequenz da jetzt rausgezogen hast und gesagt hast, so, ab jetzt nicht mehr ganz so viel Alkohol für mich. I'm proud of you. You're doing good. You're doing good. Good job. Es war 10, wo ich aus dem Call gegangen bin? Bist du dir sicher? Ich hätte gedacht, du wärst noch länger da gewesen. Also, mit meiner Weihnachtsfeier, das war so, es hieß, wir haben jetzt Januar, plan mal Betriebsausflug. Und ich, wieso ich? Ja, weil du bist jetzt die Letzte, die der Abteilung gejoint ist und das fällt immer an den jüngsten Mitarbeiter quasi, der gerade gejoint ist. Nach mir kamen dann jetzt 1, 2 andere Leute, die sind dann beim nächsten Mal dran, bla bla. Ich habe also einen Betriebsausflug geplant. Wir haben hauptsächlich Boomer in meiner Abteilung. Ich habe ganz viele Vorschläge gesammelt, sowohl von denen als auch selber welche rausgesucht. Und ich fange extra im Januar an, um kurz die Timeline aufzuklären. Und ich fast-forwarde jetzt. Es gab zu diesem Ding ganz viele Abstimmungen und Re-Abstimmungen, weil dann mit der ersten Abstimmung keiner zufrieden war und so weiter. Das hat sich gezogen über Monate. Und wir haben dann im Juni gesagt, okay, wir sind uns jetzt einig, was wir machen. Jetzt plan mal, wie wir das umsetzen. Habe ich gemacht. Habe gesagt, okay, wann wollen wir das denn tun? Zwar hatte ich da wie soll ich das sagen, so eine Arcade rausgesucht. Also es ist so eine Halle, wo man bowlen kann oder man kann Lasertag spielen oder an so Automaten zocken. Also da sind ganz viele verschiedene Angebote. Man hatte auch Escape Rooms, sodass für jeden eigentlich was dabei sein sollte. So, das war mein Plan, dass die Älteren und die Jüngeren was machen können, ohne dass sowas im Weg steht wie, oh mein Rücken oder ich kann nicht so viel laufen oder wie auch immer. Und weil das ja drinnen stattfindet, muss man dann ja jetzt auch nicht auf gutes Wetter angewiesen sein, jada, jada. Und dann hieß es, ja, wir dürfen jetzt nicht im Sommer, weil da ist jetzt gerade so viel Betrieb. Machen wir doch irgendwo Richtung Herbst. Da habe ich mich nochmal bei Herbst gemeldet. Hey, wie sieht's aus? Wollen wir Betriebsausflug machen? Nee, können wir nicht, weil jetzt sind ja alle im Urlaub. Machen wir im, keine Ahnung, November. Habe ich gefragt, okay, ist jetzt November? Ich will ja nicht drängeln, aber Betriebsausflug sollte vielleicht dieses Jahr noch stattfinden. Ich meine, ich habe im Januar angefangen zu planen. Oh ja, ist das jetzt schwierig im November und so, sind ja gar nicht alle da. Voll viele haben Urlaub genommen. Machen wir Dezember. Legen wir das doch zusammen mit unserer Weihnachtsfeier. Why? Ja, weil dann können wir uns ja einen Tag sparen. Ja, weil sonst hätten wir ja 2 Tage frei. Das wäre ja voll cool. Warum machen wir jetzt nur einen Tag daraus? Ja, nee, das wäre ja sonst nachmittags und es gab 1000 Gründe. Das Ende vom Lied war, dass die Sachen jetzt zusammengelegt haben und dann hieß es aber, ich habe vorher darauf hingewiesen, diese Arcade ist immer ab nachmittags geöffnet. Nachmittags. Ja, das können wir nicht machen. Warum nicht? Ja, weil nachmittags ist ja kein Betrieb mehr. Aber, hä? Es steht seit Sommer fest, dass wir das machen. Warum fällt euch das jetzt erst auf? Ja, nee, also an dem Tag geht das nicht und überhaupt geht das nicht und deswegen müssen wir jetzt 3 Tage vorher umplanen. Mach mal. Und ich nur, nee, Leute, ich bin raus, macht euren Scheiß alleine, ihr plant jetzt schön alleine. I don't give a fuck anymore. Ich habe jetzt seit Monaten, nö, ist mir egal. Und dann kamen die Boomer mit einem Vorschlag um die Ecke, der sofort bejaht wurde von, wir sind irgendwie 15 Leute oder sowas und irgendwie 10, 11 Leute waren so, ja geil, machen wir. Mein Betriebsausflug dieses Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr Dezember, war die sogenannte Tunneltour in Hamburg. Angepriesen wurde das als, ja, Bunkerführung. Wir gucken uns Zweite Weltkriegsbunker in Hamburg an und ich war schon so, ja, maybe könnte das interessant werden.
Ja, nee, stattdessen gab es dann eine Tour des Verkehrssystems und der verschiedenen Tunnelarten in Hamburg, wie zum Beispiel S-Bahn-Tunnel, U-Bahn-Tunnel, Posttunnel, der Elbtunnel. Wir haben uns alle Tunnel angeguckt, zu Fuß, im Winter, bei 2 Grad. Why? Wir waren 3-4 Stunden unterwegs. Ich habe mindestens 15.000 Steps gemacht. Dadurch, dass ich dachte, das ist halt Indoor, weil es hieß, wir gucken uns einen Bunker an, war ich zwar warm gekleidet, aber offensichtlich nicht warm genug. Viele andere auch nicht. Und warum ich auf diese Story komme, ist, habe mich natürlich mit meinem Senpai abgesprochen und gesagt, okay, ich bring Alk. Und er nur, ja, okay, ich mach mit, let's fucking go, lass mal betrinken, während wir die Tour machen. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich kann zwei gute Liköre machen und das eine ist halt Kinderschokoladenlikör. Nom, 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 nom. Oder nimm 2 Likör, entscheid dich. Und dann hat er sich für den Kinderschokoladenlikör entschieden und dann bin ich extra losgezogen. Ich habe Kinderschokolade eingeschmolzen, ich habe das versetzt mit Alkohol und so weiter. Alles fertig in kleinen Fläschchen, damit man das auch gut in den Jacken verstauen kann, damit das auch nicht so doll auffällt. Also extra in so Schokomilchflaschen, damit das so halt aussah wie Kakao. Und dann bringe ich das mit. Die Tour geht los. Wir langweilen uns zu Tode. Also ich kann euch jetzt alles Mögliche über Hamburg erzählen. Also zum Beispiel wusstet ihr, dass Hamburg bis kurz vor 1900 keine Kläranlage oder sowas hatte, weil Hamburg der Meinung war, ja ist ja egal, wir leben ja am Meer, wir scheißen einfach in den Fluss. Das ist unsere Kläranlage. Weil es gibt ja Ebbe und Flut. Und wenn wir einfach alles in die Elbe werfen oder so, dann kommt ja irgendwann die Flut und die nimmt das alles mit. Fun Fact, wenn man was in den Fluss wirft und dann kommt Ebbe und Flut, dann ist das in 6 Stunden einfach wieder da, wo es angefangen hat. Das ging dann so weit, bis bei uns hier eine riesen Epidemie war. Ich glaube, es war Cholera. Und dann wurde gesagt, ja okay, Kaiser Wilhelm, ich glaube, wir brauchen eine Kläranlage. Dann hat er so einen Experten geschickt. Der Experte hieß Robert Koch, den kennt ihr vielleicht. Und er hat gesagt, ey, yo, wo ist denn euer Wasserwerk? Haben wir nicht. Wo ist eure Kläranlage? Das Meer. Seid ihr dumm? Ja. Okay. Und so bekam dann Hamburg sein erstes Klärwerk. Das weiß ich jetzt. Danke, Tunneltour. Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ihr habt frei, wenn ihr Weihnachtsfeier habt. Wir müssen arbeiten davor. Wir müssen auch arbeiten davor. Also es kommt drauf an. Jede Abteilung macht das so ein bisschen anders bei uns. Also es ist, keine Ahnung, man kann sich auch hinsetzen und Kaffee und Kuchen trinken über Stunden. Es ist der öffentliche Dienst. Was erwartet ihr? Wir trinken den ganzen Tag Kaffee und Kuchen, gefühlt. Ich hatte also Schnappes mitgebracht und wir wollten anfangen zu trinken und halt hinterherlaufen und dabei wenigstens schon mal so ein bisschen einen vorglühen. Und dann habe ich festgestellt, ja, geschmolzene Schokolade bei 2 Grad bleibt nicht geschmolzen. Die wird stückig in der Flasche. Und das ist ja an sich schon kacke und ekelhaft genug, wenn du so trinkst und dann hast du Stücke. Aber es ist noch beschissener, wenn dann der Flaschenhals zugeht und dann nichts mehr rauskommt. Und noch viel beschissener ist, wenn du das angepriesen hast, als das ist voll lecker und dein Kollege ist einfach nur so. Ich glaube, ich habe gerade ein Stück verschluckt. Ich habe mich so geschämt. Der hat so richtig den Blick gesehen, den ich halt drauf hatte und er war nur so, I'm so sorry, ich weiß, du hast dir so viel Mühe gegeben und es schmeckt dir auch eigentlich, es sind nur die Stücke, es tut mir leid, ich danke dir auch voll und so. Das war so socially awkward. Ich wollte einfach nur noch im Tunnel verschwinden.
Das klingt nach dem langweiligsten Firmenausflug überhaupt. Ja, mir wurde berichtet von meinem Arbeitskollegen, der einfach schon seit irgendwie 7 Jahren da ist. Das war nicht das Langweiligste, was die je gemacht hatten. Die waren unter anderem auch schon spazieren. Die waren aber auch schon im Schiffsmuseum. Der andere Vorschlag, der für dieses Jahr auch im Raum stand, den die auch schon gemacht haben, war Eisstockschießen. Wo ich gesagt habe, nee, da bleib ich zu Hause. Weil das ist eine freiwillige Veranstaltung. Und die Person, die am meisten darüber diskutiert hat, was wir tun und was wir nicht tun an dem Tag, ist einfach ab 10 Uhr gegangen. Hätte die Person einfach erwürgen können. So von wegen, halt doch nächstes Mal einfach dein Maul. Was ist denn mit dir? To be honest, hätte ich erwartet, dass ihr an dem Tag actually arbeitet, weil ihr sonst schon nur Kaffee trinkt. Naja, nicht alle von uns, ne? Also ich arbeite schon ziemlich viel, to be honest, aber ich weiß, was du meinst. Die könnte ich einfach fressen. Ja, die hat so viel Stress über die ganzen Monate gemacht und immer wieder halt ihren Senf dazu gegeben, nur um dann einfach nach 2 Stunden zu gehen. Schiffsmuseum wäre halt wenigstens noch interessant, aber spazieren? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt kein Mensch, der sich Schiffsmuseen angucken muss. Die hatten auch wohl eine Fahrradtour mal gemacht. Und mein Senpai hat gesagt, pass auf, du kannst alles machen, ne? Alles vorschlagen. Aber wenn wir eine Radtour machen, komm ich nie mit. Dann musst du mit den Boomern alleine rumfahren. Okay, ist notiert. Es gibt keine Radtour. Ich hätte jetzt auch keine Radtour gewollt, to be honest. Aber ja. Ja, und dann war das noch so geil. Ihr erinnert euch, ich hatte im November, Dezember rum, ich hatte meine OP. Das war irgendwie eine Woche vorher gewesen, diese OP. Ich war also gerade frisch operiert und musste dann für 3-4 Stunden durch die Kälte laufen und habe dann nach der 3., 4. Stunde gemerkt, oh Junge, meine Nähte tun ganz schön weh. Ich brauche jetzt ich brauche eine Pause. Mir geht's gar nicht gut. Und dann hieß es so, wir sind jetzt am anderen Ende der Stadt angekommen. Der Reiseleiter verabschiedet sich jetzt und verpisst sich. Schönen Tag noch. Und eigentlich war geplant, dass wir danach in ein Restaurant gehen. Und dann hieß es, ja, unsere Reservierung ist in 4 Stunden. Vier Stunden, die man jetzt irgendwie noch rumkriegen muss. Why? Wer plant sowas? Wer macht das? Wieso? Ich habe also gesagt, 4 Stunden. Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt am anderen Ende der Stadt. Wo geht es jetzt hin? Ja, wir können ja jetzt zurück in die Innenstadt laufen. Also quasi die gleiche Strecke nochmal zurück. Das hätte jetzt circa 1 Stunde gedauert. Und ich habe dann gesagt, ja, also wir können ja gerne in die Innenstadt gehen. Aber wir sind hier in Hamburg. Da vorne fährt eine S-Bahn. Ich fahre S-Bahn. Und die ganzen Boomer so, nein, das sind doch nur ein paar Meter. Lass doch jetzt schön spazieren gehen, so. Und dann gehen wir gleich auf den Weihnachtsmarkt. Ich denke, okay. Mir tun meine Beine weh. Mir tun meine Nähte weh. Ich fahre jetzt S-Bahn. Ich habe mich dann mit 2, 3 anderen Leuten zusammengetan. Bin dann halt in die Innenstadt gefahren mit der S-Bahn. Und dürfte mir im Nachhinein anhören, dass ich voll unkollegial bin, weil ich nicht mit denen nach Hause spaziert bin. I fucking can. Ich habe auch dann gesagt, hey, ja, sagt doch dann Bescheid, wenn ihr dann da seid. Dann können wir uns ja wieder treffen. Und dann können wir ja zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wir haben 3, 4 Stück bei uns in Hamburg. Hamburg ist ja groß. Musste sich erstmal geeinigt werden, auf welchen wir gehen. Und es hieß, ja, da und da. Also sind wir mit der S-Bahn vorgefahren, haben uns da in einen Starbucks gesetzt, damit ich mich ein bisschen aufwärmen kann und so und ein bisschen hinsetzen kann. Hab mir einen Kaffee getrunken und hab halt in unsere WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit geschaut, um zu gucken, wann kommen die Herren und Damen denn an. Und da kam nichts. Und wir haben gewartet und nichts kam. Und dann irgendwann sind wir dann rausgelaufen und ich meinte dann so zu Senpai so, boah, ich hab voll Hunger. Ja, ich auch. Ey, wollen wir ins Frittenwerk gehen? Boah, voll der Plan, lass mal ins Frittenwerk gehen.
Haben wir dann gemacht. Und dann hieß es, ja, wo seid ihr beiden denn? Ja, im Frittenwerk. Boah, ihr seid voll unkollegial, dass ihr jetzt nicht mit uns auf den Weihnachtsmarkt gegangen seid. Ihr habt jetzt voll viel verpasst. Ja, was denn? Ja, also wir haben uns zuerst Kartoffeln gegessen und dann haben wir uns Brot gegessen und dann haben wir uns dies gegessen. Und das hat alles gefühlte 100 € gekostet. Ja, und gleich gehen wir ins Restaurant. Wir haben voll viel verpasst. Der ganze Tag war so cursed. Ja, haben wir gesagt, okay, wir können uns ja jetzt wieder auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Dann hieß es, nein, können wir nicht, weil wir machen uns jetzt schon auf den Weg zum Restaurant. Okay, dann treffen wir uns beim Restaurant und dann bis gleich. Ich habe mir ja so Senpai geschnappt und wir sind zur U-Bahn, um zum Restaurant zu fahren. Dann sind wir da hingefahren und standen da so in der Gegend rum, war kalt, keiner meldet sich in WhatsApp. Also sollen wir schon mal vorlaufen. Ja, oder wir können kurz hier warten, dass die anderen ankommen. Ja, aber vielleicht sind die ja schon da. Ja gut. Ja, dann lass mal da hinlaufen. Wir laufen also los. Just in dem Moment, wo wir kurz davor sind, da zu sein, hieß es, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Die sind vor uns losgefahren. Dann standen wir vor dem Restaurant. Wir hatten die Reservierung natürlich nicht gemacht. Also diese Organisation, ne, war einfach 12 von 10. Standen wir da wieder in der Kälte. Junge. Und jetzt kommt's. Man hätte alles an Restaurants nehmen können. Alles. Es gibt so viel Auswahl in Hamburg. So viele Orte, wo man dann auch verschiedenste Gerichte hat und so, ne? Wo gehen wir hin? Die haben gefühlt das einzige bayerische Restaurant gefunden, was es in Hamburg gibt. Und da gibt es gefühlt 3 Gerichte. Eins davon ist Haxe, das andere ist Schnitzel und das letzte weiß ich gar nicht mehr. Und nein, natürlich gibt es keine vegetarische oder vegane Option. Weil ich hatte jetzt nach den Fritten, die ich gegessen habe, und ich habe extra eine kleine Portion genommen, keinen Bock mehr auf eine komplette Haxe. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, was haben die denn noch so? Ah, die haben Desserts. Ja, okay, die haben, ich glaube, Kaiserschmarrn war das. Habe ich Kaiserschmarrn bestellt. Und Kaiserschmarrn ist schon echt nicht schwer. Ne? Das ist halt ein verkackter Pfannekuchen und dann machst du noch Rosinen rein. Kannst nicht viel falsch machen. Der war crunchy. Der war fucking crunchy. Wie kriegt man Kaiserschmarrn crunchy? I don't get it. Ich habe den nicht zu Ende gegessen. Ja. Das war dann meine Betriebsfeier. Da musste ich noch mit den Öffis nach Hause fahren und mir deren Boomer-Gelaber noch angehören auf dem Rückweg. Und dann war endlich Feierabend, dann konnte ich nach Hause. Das war so geil. Wir hatten eine Vorstellung vor 2 Jahren von neuen LKWs und wir hatten das Go, dass wir ein bisschen trinken dürfen während der Vorstellung. Am zweiten Tag hatte ich 2 Flachmänner dabei und war um 14 Uhr schon angetrunken und bis 20 Uhr war ich so betrunken, dass ich nicht mehr stehen konnte. Klingt nach einem erfolgreichen Tag, Deadman. Vor allen Dingen, wenn er bezahlt war. Wieder umgedreht und nach Hause gegangen. Ja, hätte ich eigentlich tun sollen. Also wie gesagt, ich dürfte mir eben im Nachhinein, Tage später noch anhören, dass ich und mein Arbeitskollege total unkollegial gewesen sind, weil wir ja dauernd verschwunden sind und so. Ich möchte das nochmal betonen, während des Ausflugs sind einige von der Abteilung, die abgestimmt hatten und so weiter, gar nicht erst aufgetaucht und B, sind andere während des Ausflugs nach Hause gefahren. Ich war bis zum Schluss, ich war die Letzte, die da war im Restaurant. Aber ich bin ja so unkollegial. The fuck? Und warum ich gerade schon wieder so einen Hass auf meinen Arbeitgeber schiebe, ist, Ende diesen Monats gibt es eine Messe, eine Versammlung, wie auch immer. Das hat mit IT zu tun. Jo! Jo, Sprifty! Ey, Gude! Achtung, Wieb-Alarm. Achtung, Obacht, Wieb-Alarm, VTuber, oh Gott. Schnell, lauft alle weg. Hi, Sprift.
Na du Cutie, danke für deinen Raid. Ich sehe schon, es wurde noch gerade gesupermarktet. Ich war ja vorhin auch schon noch wieder doch in deinen Chat. Danke für den Shoutout. Gerne, gerne. Ja, ich habe einen Bot dafür. Ich kann Leute nicht aus Versehen timeouten. Ja, ich habe heute keine Lust auf Webcam, deswegen gibt es heute hier diesen Avatar. Ich hoffe, das ist kein Problem für irgendwen. Wir haben einen Sub gekriegt. Wir haben einen Sub gekriegt. Wir haben einen Sub gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Danke, Deadman, dass du Sprift einen Sub geschenkt hast. Viel Spaß mit den Emotes. Das wird mir ja nie passieren, wäre ja schon sehr peinlich. Ich fand das sehr cute. Das war typical Sprifty. Genau für den Content bin ich da. Ja, war bezahlt, musste aber im November bei nassem Wetter draußen stehen 2 Tage lang. Okay, das ist räudig. Das ist räudig, aber da muss man ja schon quasi ein bisschen trinken, um warm zu bleiben. Am I right? Zwinky Zwonky. Und hat der Supermarkt gesupermarktet. Ist ein gutes Spiel. Ich sehe das jetzt überall irgendwie auf Twitch. Kann man sagen, ist das ähnlich wie... Oh Gott. Wash Simulator, so satisfying mäßig. Das Stream war super entspannt, haben am Ende halt noch den Supermarkt gecarried. Ja, ich war ja noch vorhin da, als du verzweifelt versucht hast, bei jedem Soundtrack zu sagen, dass es bestimmt F-Zero ist. Sprift, ich muss dir eine Frage stellen. Hast du jemals F-Zero gespielt? Jemals, ever. Es war kein Mal F-Zero, ich weiß. Jedes Mal, wenn du F-Zero gesagt hast, ich nur, nope, das ist definitiv nicht F-Zero. Aber ich kann dir sagen, Aufi hat damals, also vor ein paar Monaten, das gleiche Video mit mir und ein paar anderen auch gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das on-stream oder off-stream war, aber ich habe mindestens genauso, wenn nicht sogar schlimmer verkackt als du. Ich kenne keine Soundtracks. Ich habe aber auch gefühlt nichts gespielt, Alter. Er hat es auch on-stream gemacht. Ich weiß nicht, ob Aufi mir den Link geschickt hatte und ich habe das dann on-stream mitgemacht oder so. Ich weiß, dass Aufi das, glaube ich, selber on-stream gemacht hat. Ich meine, das war in einem 24-Stunden-Stream, haben wir schon mal sowas Ähnliches gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ob das jetzt mit den Games war oder mit den Kinderserien oder both. Ich habe früher mal gesagt, mein Hirn ist ein Schwamm, ne? Aber ich glaube, dieser Schwamm hat inzwischen zu viele Löcher. Ich bin ehrlich mit euch. Nur wegen Super Smash Bros. Kenne ich, glaube so ein bisschen das Team. Ist das überhaupt Super Smash Bros.? Wir haben das auf der Polaris gemacht. Oh, also doch offstream. Ja, right, I remember. Ich glaube, da hattest du mir sogar die ganze Zeit ins Ohr geschrien, Caro. Jetzt so langsam kommt die zurück. Ey, Finn, to be honest, hab gar nicht so krank verkackt. Es ging eigentlich, nur die schweren am Ende waren halt wirklich schwer. Sure, buddy. Sure. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das Video sehr schwer. An sich. So die ersten gehen und dann wird es halt echt schwer, finde ich. Aber was weiß ich schon, ich kenne ja kaum Videospiele. Ich habe ein Spiel dann gehabt und dann habe ich das einfach für Jahre gespielt. That's me. Hallo Goto. Klingt nach Kev? Yes. Wir saßen da in Illustra-Runde und haben ein bisschen Bierchen getrunken und dann wurde dieses Video abgespielt. Und öfters wusste ich das auch, aber ich wollte halt nicht direkt losbrüllen. Vor allem bei den Kinderserien. Ich fand das sehr lustig, wenn Kevo bei den Kinderserien drin verkackt hat. Die kannte ich dann. Aber hauptsächlich, weil ich auch ein paar Kika-Sachen geguckt habe. Also nicht geguckt, unfreiwillig umgeschaltet. Nennen wir es so. Boah, ihr müsst alle zur Kaktus kommen. Ich will euch alle sehen. Mann. Ich weiß, dass viele nicht kommen werden, weil keine Lust, keine Zeit, kein Geld. Aber ich freue mich jetzt schon. Ist nicht mehr weit, Jungs. Nicht mal mehr einen Monat. Mein Cosplay ist noch nicht fertig. Ah!
Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Ja, ich weiß. Du wirst sowieso nicht erscheinen. Dich trifft man IRL ja sowieso nirgendwo, gefühlt. Kann den Supermarkt Simulator wirklich nur empfehlen. Ist super dumm und stumpf, aber so Games, wo du einfach farmen musst, dann verbessern und immer weiter, da bin ich wirklich anfällig für. Ich habe das nicht bei allen Spielen, aber bei einigen Spielen gehabt. Deswegen frage ich explizit nach, ob das vielleicht auch was für mich sein könnte. Müsste ich mal gucken. Meine meisten Zeiten sind over. Das ist ja okay. Ich hatte auch sehr lange keine Lust mehr auf Messe. Das hat sich jetzt irgendwie wieder so eingespielt. Vielleicht kommt das ja bei dir wieder und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Alles gut. Kein Stress, kein Druck. Wir spielen gleich übrigens ein Weep-Spiel. Wer Lust hat, da zu bleiben, kann das gern tun. Wir spielen gleich The World Ends With You. Wer Kingdom Hearts kennt, der, ja, das geht in eine ähnliche Richtung, sozusagen, weil auch von Square Enix. Ich muss mir jetzt aber mal dringend irgendwas noch Food holen. Ja, gar kein Stress, alles gut. Geh dir was zu essen holen. Ich habe auch Food hier neben mir stehen, dass ich snacken kann beim Stream. Das ist super comfy. Wenn man halt so einen Avatar benutzt, kann man machen, was man möchte. Keiner sieht was. Guten Sprift. Yes. Ich weiß gar nicht, habe ich das überhaupt bei mir gepostet? Ich muss jetzt kurz mal angeben. Warte. Zeig euch mal was. Bei Sprift habe ich das ja entdeckt, dass man gemeinsam puzzeln kann. Das hatten wir ja an Weihnachten gemacht. Da hatten wir mal ein Motiv gepuzzelt. Und mit einigen Leuten spiele ich ja jetzt Party-Animals, deswegen habe ich ja neulich auf dem Discord mal gefragt, so, jo, wie schaut's aus? Hat eigentlich jemand aus meinem Discord auch Party-Animals? Und Swift ist so cute, der verwechselt, oder hat bis jetzt oft den Namen Party-Animals verwechselt mit Gangbeasts. Und ich fand das so niedlich, dass ich mir nie nehmen konnte, ein Mock-up zu machen. Ich zeige euch das. Hat mich auch nur so 3 Stunden oder so meines Lebens gekostet, aber es war jede Minute wert. Ich schmeiß jetzt hier rein und das wird viel zu groß sein, aber es ist okay. Manchmal sind meine Photoshop-Kräfte einfach too strong. Und weil ich ein dummer Hurensohn bin, habe ich das natürlich nicht dabei belassen, sondern habe dazu noch einen passenden Fake-Tweet gemacht. Und dann habe ich den gepostet bei Swift, einfach kommentarlos auf dem Discord und geschaut, ob er den Bait frisst. Was soll ich sagen? It worked. I'm an evil mastermind. Ich habe die Tweets und die Likes zu spät gesehen. Ich habe echt überlegt, ob ich die überhaupt auf die Zahl setzen soll oder ob ich die komplett reinlaufen lassen soll. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich baue was ein als Easter Egg, damit man es erkennen kann. Wenn man genau darauf achtet, oben rechts, wo der Name steht, ist auch kein goldenes Symbol, weil der Generator, den ich benutzt habe für den Tweet, hat kein goldenes Symbol, sondern nur so einen normalen Haken. Oder einen blauen Haken. Aber keinen goldenen Haken, so wie die den haben. Aber das ist echt zu viel verlangt, das zu erkennen. Aber war ja auch nur volle Lulz. Vielleicht habe ich mir auch einfach nur sehr gewünscht, dass es real ist. Das ist voll okay. Wie gesagt, ich fand es ja einfach sehr süß. Und du bist ja auch nicht die erste Person, die ich mit sowas reingelegt habe. Oder wo ich im Allgemeinen Streiche gespielt habe oder irgendwelche Mockups gezeichnet oder gefotoshoppt habe. Das hat zu gut funktioniert. Ja, I'm too strong. Ich bin auch wieder raus für heute, werde etwas sehr müde. Ja, gar kein Problem. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Dirk. Vielen Dank für die Subs, die du verteilt hast. Und schlaf gut. Und wir sehen uns im Discord. Baba, gute die neue Woche. Pack das mal wieder weg. Zack.
Manchmal habe ich so Tage, da bin ich so, ich habe eine Idee, ich mache das jetzt mal eben kurz. Aus dem kurz wird dann 2-3 Stunden. Das, was am längsten gedauert hat, war eigentlich die Assets zu finden. Das Hintergrundmuster und so weiter musste ich mir von deren Webseite halt noch klauen. Das hat einen Moment gedauert. Und noch ein paar andere Sachen dazu finden, die eben da eingebaut sind. Ich habe das nämlich from scratch gemacht. Wenn man auch immer 3-mal hier ist, weil Leute hier hingeradet haben. Ich hatte noch Swift Stream halt auf einem anderen Tab. Was war noch? Achso, ich wollte ganz kurz noch über meinen Arbeitgeber ranten. Ja, Ende des Monats sind so IT-Messe-Sachen. Und mein Arbeitskollege, der jetzt nicht so lange im Betrieb ist wie ich, der hat jetzt schon einiges an Schulungen in den Arsch geschoben bekommen. Und da habe ich dann halt mal so nett nachgefragt, jo Chef, wie wär's? Hätt Bock? Darf ich Schulung machen, please? Und Senpai, der einfach schon ewig da ist, der hat auch noch nicht so viele Schulungen gemacht. Und meinte so, boah, lass das mal zusammen machen. Klingt gut. Sehr, sehr staubtrocken, aber ist ja Arbeitsgedönse, also lass mal hinfahren, lass mal Dinge lernen, lass mal weiterbilden. Ja, Chef sagte, ja Moment, das gibt's ja auch als Videostream. Nur die Hälfte der Veranstaltung wird übertragen, by the way. Ja, nee, dann brauche ich ja gar nicht dafür bezahlen, dass ihr da hinfahrt. Bleibt mal hier. Arbeitet mal normal weiter. Hey, Didier. Und das ist der Grund, warum ich mich dann übel aufgeregt habe und dann am Freitag ein Bewerbungsgespräch hatte und morgen wieder ein Bewerbungsgespräch habe. Well, that worked out for them, I guess. Und das war so ulkig am Freitag. Das war jetzt erstmal, das sind so Gespräche erst mit so Recruitern, um wie gesagt wieder reinzukommen und so ein bisschen die Fühler auszustrecken, was gibt's denn so? Wer würde mich denn übernehmen wollen? Vor allen Dingen im IT-Bereich bin ich da noch ein bisschen unsicher, weil gefühlt gestern meine Ausbildung aufgehört hat. Und ja, dann habe ich mit diesen Recruitern so ein Bewerbungsgespräch geführt. Das war super chaotisch, weil zuerst hat Teams reingeschissen bei mir, dann hat Teams bei ihm reingeschissen. Er kam also zu spät und ich saß so da. Okay, ich bin aufgeregt. Aber der ist schon seit 3 Minuten zu spät. Wie lange soll ich jetzt warten? Warte ich 10 Minuten? Bleib ich länger? Bleib ich den ganzen Termin hier? Was ist, wenn er nicht kommt? Hat er mich vergessen? Bin ich im falschen Raum? Habe ich den Link falsch eingegeben? Panik! Ja. Der ist dann irgendwann aufgetaucht. Und dann haben wir halt Bewerbungsgespräch Dinge gemacht. Aber ich habe verlernt, wie man professionell redet. I guess, ich war so aufgeregt. Ich habe dauernd den NRWler raushängen lassen. Ich habe irgendwann auch gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen komisch rede oder so. Ich komme aus dem Pott und der so, ach so! Ja, ich habe mich schon gewundert, aber das erklärt's. Aber ich finde das ganz sympathisch. Und ich so, fuck me! Das ist mein Stichwort, pennen zu gehen, scheiß aufstehen für Arbeit, hasse arbeiten. Ja, Mann, Lohnarbeit, voll scheiße, Alter. Dann ganz viel Kraft dir für morgen. Schlaf gut. Und komm gut in die neue Woche. Ich hoffe, morgen ist Workload einfach ganz, ganz gering. Online-Schulungen, wo man wohin fahren muss. Ja, ich stimme dir zu. Aber auch davon habe ich noch nicht so viele bekommen. Also, es geht in dem Fall so ein bisschen um Chancengleichheit und dass verschiedene Mitarbeiter bei uns bevorzugt werden, was Schulungen und Weiterbildung angeht und ich auf meinem Posten da sitze und gerne mich weiterbilden möchte und in Zukunft ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen möchte, weil aktuell besteht mein Job sehr viel aus Passwörter zurücksetzen und haben sie den PC wieder aus und wieder angeschaltet. Und das ist nichts, was ich 10 Jahre lang machen wollen würde. Und um eben mehr machen zu können, muss man ja Weiterbildung bekommen und dann fragt man bei Chef und Chef sagt nein. Chef sagt nein. Und deswegen sage ich, ja dann fuck Chef.
dann gucke ich mich halt mal links und rechts um, was noch so geht. Mal davon abgesehen, dass ich ja sowieso eigentlich nicht mehr so wirklich Bock auf den Betrieb hatte. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das Bewerbungsgespräch ging dann insofern weiter, dass ich dauernd mich verhaspelt habe. Und beispielsweise fragte er, ja, haben Sie denn schon mal mit einer Personalvermittlung irgendwie Kontakt gehabt und mit denen gearbeitet so? Und ich nur, ja, also ich hatte auf jeden Fall schon mal Kontakt mit so Menschen. Und er sagt, das ist gut, weil ich bin einer von diesen Menschen. So typisch ich. Ja. Ich hoffe, du findest was dir gefällt. Du, gerade hätte ich zum Beispiel auch gar kein Problem, wenn ich einfach eine Weile nicht arbeiten würde, um mich dann in Ruhe umzugucken, um was vernünftig zu finden. Und ansonsten, ich mag gerade einfach gerne irgendwo anders hinwechseln, um auch zu gucken, wie da das Klima ist. Ich bin da gar nicht so anspruchsvoll. Deswegen, mal schauen, wo die Reise hingeht. Mir ist gerade eigentlich hauptsächlich wichtig, dass meine Work-Life-Balance wieder ein bisschen mehr in Ordnung kommt, weil man merkt es ja auch, meine sozialen Batterien durch diesen Kundenservice-Job sind halt so low, dass ich dann meistens mittags einfach keinen Bock mehr auf Reden habe, was total weird ist, weil ich ja voll die Quasselstrippe bin. Und dann ist natürlich Streaming für mich so, oh nee, ich mag jetzt nicht Streaming. Bloß nicht mit Leuten reden, einfach nur in Ruhe Köfte essen, falls jemand das Meme noch kennt. Deswegen mal schauen. Vielleicht geht es ja auch wieder in eine ganz andere Richtung, wieder Richtung Mediengestaltung. Da bewerbe ich mich nämlich wieder. Ich glaube, mein Model ist abgestürzt. Nee, ich habe nur die Taste direkt vor die Kamera gehalten, ich Idiot. Auch gut, ach gut. So, ich starte jetzt mal die Playstation. Playstation ist gestartet. Let's go! Okay, nehmen wir OBS und schieben es woanders hin. Okay, schon mal gucken. Das sieht gut aus. Ich glaube, wenn ich mich ein bisschen kleiner mache, dann kann man gleich auch den Text vernünftig lesen. Perfekt. Fuck. Wenn ich nicht rausgetappt bin, mache ich das Model kleiner. Nein! So, Musik aus. Und dann muss ich noch den Streamtitel ändern. The World in Review. Ne? Da ist es doch, okay. Ist mein Controller jetzt nicht geladen oder was? Ist das mal was Neues? Ladekabel wurde acquired. Ach, ich glaube, das ist der kaputte. Ich habe mich vergriffen. Okay. Ich habe mir einen neuen Controller bestellt. Der wird wahrscheinlich erst so in 2-3 Wochen ankommen, weil ich den in China bestellen musste. Aber der ist quasi wie der, den ich jetzt auch schon benutze für Switch-Games. Und der hat so eine Docking-Station.
musste, ja, ich war ein ungeduldiges Stück Scheiße und das wird halt ja eigentlich in Europa erst im Mai released und da gibt's den halt jetzt schon. Okay, ich oute mich ja. Die Sache ist, ich habe ein 8-Bit-Do-Controller mit einer passenden Docking-Station. Aber das ist mit dem Switch-Layout. Statt einem Pro-Controller für die Switch zu kaufen, habe ich halt den gekauft. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Der spielt sich hervorragend und hat vor allen Dingen den Vorteil, ich kann nicht vergessen, den zu laden und dann mitten im Bosskampf geht die Scheiße aus. Ich weiß auch nicht, wem das bestimmt schon 800 Mal passiert. Dementsprechend hätte ich halt den gerne auch mit einem Xbox-Layout oder einem PlayStation-Layout. Aber das gab es halt bis jetzt nicht in einer Farbe, auf die ich Bock gehabt hätte. Und jetzt gibt's die in lila mit der Docking Station. Und deswegen will ich die haben. Aber die gibt's halt erst ab Mai. Und da wollte ich mich jetzt nicht gedulden, sondern habe gesagt, wenn ihr aber vorher habt, zu meinem Bütteltag, gönne ich mir das jetzt. Deswegen habe ich die jetzt da bestellt. That's it. That's the whole story. Da freue ich mich schon drauf. Und ich weiß, mein Model ist gerade unten abgeschnitten, ich kümmere mich drum. So, was ist da los? So. Also, wenn ich dich da hinpacke? Oh, wenn ich das Fenster verschiebe, ist ja giga-cursed. Meine Playstation stirbt einfach gerade. Hä? Warum wird denn mein Model da abgeschnitten? Kamera. Okay, weird. Ich muss gerade die Kamera finden, die hier drin ist. Hä? Kamera, Gaming. Da, VTube Studio. Haha, I found it. Okay, das hat nicht geholfen. Fuck. Paniku. Da haben wir dich. Du Arschkopf. So. Kann ich dich jetzt verschieben, bitte?
Jetzt. Hä? Schneidet jetzt immer noch ab. Was ist denn los? Okay. Wild. Preview Gaming, Preview Gaming. I fixed it. Haha. Hier unten bin ich gut, oder? So. Jetzt kann ich endlich zocken. Yes. Continue. Das wird jetzt sehr viel vorlesen, by the way. Ich hoffe, ihr seid gewappnet. Let me think this through. Haben wir schon irgendeine Quest? Ne, wir haben jetzt einfach den neuen Tag betreten. Beim letzten Mal hatten wir mit einem Tag irgendwie aufgehört. Meteor Strike. Das sieht wieder nach einer Charge-Sache aus. Rapid Tap. Was haben wir gerade dabei? Shockwave. Power 110. Tauschen wir mal. Okay. What to do? Today's plans, see what on people mind. Dafür muss ich R1 drücken. Ah, nein. Mist. Oh my gosh, today's our last chance to snack this special pin. The one Hachiko Cafe is offering with that promotional menu. Aww. Yep, we'd better go line up now. They are only available while supplies last. Oh, good call. Let's hurry over to Q Front then. Rindo. I wonder if they are trying to get their hands on a player pin. Who's trying to what? Those girls. They said something about trying to get themselves a special pin. Smells like a clue that could lead us to that new player. Bit of a stretch, don't you think? Hey there. Already after that new player? Who knew you two were such go-getters? Hey. Hey, Shoki. Let me guess. You're hoping you will get lucky and just bump into them wandering around the city. Actually, we've got a plan. We do? News to me. You know what? I will throw you guys a bone. I actually saw them on Center Street just now. Huh? For real? And how do we know you're not trying to trick us? Wow, someone's got a short memory. Who was it that tipped you off about this player in the first place? You? Nice to see one of your brains is still semi-functional. Frankly, I don't care whose team they join. I just want something fun to watch. Although, at this point, somebody else might have already recruited them. Man, I sure hope not. Really? You hope not? Are you even trying to win? Like, do you realize that being stuck in that last literally makes you two the biggest losers? Anywho, this girl's got a busy day ahead of her. Later, loser. Later, losers. How does she always manage to be so damn annoying? Call it a gift. Either way, it's not like we've got any other leads. Why don't we try taking her advice? Come on, let's head to Center Street. Fine, I guess. Nein. Ah. Hey. Wow, I get a lot of this line.
All these people and the place isn't even open yet. Dang. What do you say? Do you want to check it out? After you. Oh, I'm not sticking around. I'm looking for that new player. Können wir mal darüber reden, was für ein Banger dieser fucking Soundtrack ist? Holy fuck. You kids trying to get through to Center Street? We are. And are you trying to hold us back until we meet our objective? Huh. Sounds like you've done this before. So, your objective, go shopping at 104 and get some Jolie B-cut to wear. So, like, we just buy a new t-shirt or something? You got it. Just pick up one piece of GB cut and you will be good to go. Looking forward to seeing what you pick up. So, just to be absolutely sure, all we need is one piece? Yeah. Yep. One person, one piece of brand name clothing. So, go out there and be all that you can, JB. Guess that means we're making a pit stop at 104 then. Tun wir das schon? Ja, haben wir das schon? Nee. Okay. Dupdi-dupdi-du, Shopping. Ah, there she is. My. My, fancy meeting you here, Fred Rindo. How goes the Letterhand boys? Made any progress? Yep. Bin aber raus für heute. Guna euch allen. Gute Nacht, Jakob. Schlaf gut. Danke fürs dabei sein. Komm gut in die neue Woche. Well, actually no. But not like no, more like yes, no. Real smooth, Fred. Sounds like you boys down your luck. Well, maybe running into you is a sign our fortune's looking up. My, aren't you the charmer? Say, I know we're technically rivals, but if you ever need to talk about something, I'm always happy to listen. Well, yes. Have you heard anything about a new player? I have. Only a few whispers, though. Are you and your teammates trying to find them too? Honestly, I can't say that we are. Not actively, anyway. But I'm keeping an eye out just in case. Because you think they could pose a threat? Really? Oh, sounds like you've heard more about this player than me. But no, I'm just keeping an eye out because I'm curious. You mean you don't want to recruit them? Not really. The Varia Beauties and I have been going strong together for a while now. Wouldn't want to jeopardize that balance by adding a new player to the mix. Right. It's one thing to welcome someone you know and trust into the fold, but bringing a total stranger on board is a much riskier endeavor. Right. Better to play it safe. Well, not necessarily. I'm not sure how safe you boys are all by your lonesome. Reaching out to someone new might be a risk worth taking. Yeah, right? That's what I've been saying. I think we should invite this new player to join us, but someone just won't listen. Well, here's hoping that someone comes around. But what are you going to do about the mission? Nothing really. Sure, we will take a hit today, but with the aid of our new ally, we will back on top tomorrow. Kann ich mal aufhören, die ganze Zeit meine Pläne der einen zu erzählen? Entschuldigung. Kannst du dein Brain wieder nach oben holen? Danke. Can't get back on top when we've never been there in the first place. Well, speaking of your teammate-to-be, I will share a bit of gossip with you boys. A little Reaper told me the new player's got a pretty monstrous pin collection.
Brain exit not working right now. Huh? Ich seh's. Monstrous, ey. Apparently so. Maybe they aren't so new to the game after all. Sorry, I can't be of more help, boys, but I think you can take it from here. Ciao. Ey. You know that Canon's one kind lady? I'm gonna make her proud. Whose team is he on here? You heard what... heißt sie Canon? Kanon? Können wir sie Karen nennen? Ich bin dafür, dass wir sie einfach Karen nennen. You heard what Karen said about that new player being a real enthusiast, right? Rin dude? Pin. Sie mag Pinterest. I bet they could be a real asset to the team. Come on, let's head on over to Center Street. Listen, Sherlock. What if you're not right? What if we don't find them? Are we gonna keep searching tomorrow? Meh. Shouldn't we hold off thinking too much about tomorrow until today is over? If we look hard enough and find this player today, we won't have to worry about him tomorrow. Yeah, but... Alright, come on. No buts. Didn't you hear what Karen said? It's too risky for us to go it alone like this. Ja, natürlich sagt sie das. Die ist unser Enemy. Also die wird dir alles erzählen. Oh Gott. And if this mystery player's got a ton of pins, then they are probably super experienced. If Karen thinks we should bring him on board, then I think we should too. Yeah. Let's hope Karen doesn't tell you to jump off a bridge next. Ja, ich bin dabei, Rin. Ich lese gleich den Chat. Sekunde. Wait. Check. Rindo. Hey, Rin dude. I've been thinking. When no one in the RG can see us. Oh, good point. Starting to feel like we're majorly screwed right now. Meine long faces, chumps. Hey there, Kai. It occurred to me that I forgot to explain how bartering works in the UG. See the sticker posted here? Yeah, look at that. Ich glaube, es ging um das Bezahlen. Ich habe jetzt den einen Part aus Versehen geskippt und ich glaube, wie wollen wir eigentlich die Klamotten bezahlen, wenn es keiner sehen kann? So. Never would have even noticed it. Any retailer that sports the sticker serves players and RG folks alike. Splendid, wouldn't you agree? Sure would. This will make our lives way easier. Happy to hear it. And now I shall take my leave. Good luck, boys. That was nice of him. Still can't get a read on that guy. Same, despite how much reading he makes us do. But hey, at least now we can shop till we drop. Let's head on over to Jodie Beakert. Approach a location marked with a shop sign and press the X button to step inside and peruse their wares. The one store is ever the same and each one sells a variety of unique items. Contactless payment via Shibu Pay is the only method of monetary transfer accepted in this part of town. Press the triangle button inside a shop to sell extra pins to boost your balance. Ich wollte noch den Log lesen. What to do? Warte, wie ist das gleich? Das war's auch nicht. Das war's, hier. Wir hatten nämlich vorher ein kurzes Gespräch, was ich nicht gelesen habe. So we just need to put on something Jolly Beakert and go see the Reaper again, right? Don't think it's that expensive, but I don't want to be short on cash. Maybe we can sell some of the extra pins we pick up and go from there. I see. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Show that Reaper you... Hä? Ist das hier? I mean, da steht Shop, aber...
Ach, da. Das Clubstyle Jolie Beacon. Ja, ich sehe es. Ich bin blind. Well, howdy. Howdy. Okay, also wir können uns wirklich irgendwas Klamottentechnisches kaufen. Oder einen Pin. Ich bin ja schon fast für den Pin, aber können wir uns den leisten? 1500, so viel Geld haben wir gar nicht. Sell. Hä? Wir haben schon einen Pin. Von denen. Y'all come back now. Ich spare mir dann mal die Kohle, ne? Gotta focus. Falscher Knopf. Let me think this through. Das sollte ja jetzt funktionieren, right? Ich weiß, sie wollten uns die Shop-Mechanik erklären, das ist okay, aber haben wir jetzt gesehen. Yeah. Say, buddy, isn't it about time for lunch? Oh, now that you mention it, I am kinda hungry, yeah. Man, I'm so hungry, I'm practically gonna die again. Hey, look, that place has got one of those stickers. Let's eat there. Fine by me. Jetzt soll ich auch noch Geld ausgeben. Eating at Shibuya's many restaurants can increase your party members' basic stats. Eating will sate the party's appetite. Once their fullness is maxed out, they won't be able to chow down again until they are worked up in appetite after a few battles. Note that all party members must order something when dining out. Why? Yep. Metamorphos, all that matters. Oh. Looking forward to seeing your fierce new fit. Ja, aber ich habe doch den Pin an. Oh. Warum zählt das denn nicht? Arschkopfspiel. Der hat gesagt, any item. Ein Pin ist ein Item. Kauf ich mir eine Scheißmütze oder so. Boah, Alter. Well, howdy. Der kann auch nix, ne? Ja. Mhm. Power 95. Y'all come back now. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen halt prügeln, um Pins zu bekommen, Let's have a look. um Geld ausgeben zu können. Wie doof. I guess I could go a round or two. I think we've got this. Hä? Achso, der ist gerade auf Cooldown. Ich bin dumm. It's crunch time. Right. You're done for. Disappear. Ain't no stopping us now. Could have been worse. Are we awesome or what? So. Haben wir irgendwas gekriegt?
Mal gucken, wie viel die wert sind. Well, howdy. Mhm. Den hatten wir ja schon. Und den hatten wir geupgradet auf den hier. Koni. Ice Affinity. Koni, Ice Affinity. Dann würde ich den jetzt reincachen. Dann... Ich habe Angst, wenn ich den jetzt kaufe, dass das nicht zählt. Haben wir noch einen? Die mit Feuer vielleicht? Ja. So, jetzt können wir uns die blöde Mütze kaufen. Let's go. Y'all come back now. Use the L1 or L2 buttons to access the thread tab of the main menu where you can dress your party members with a variety of clothing and accessories. The threads you purchase are divided into 5 different categories. Each piece you pick up can boost your stats or provide useful abilities. Okay. Das ist jetzt, to be honest, etwas, was jetzt nicht unbedingt für mich hätte dabei sein müssen beim Spiel. Aber na gut. Let me think this through. Threads, okay. Nanu, ein Hut, super cooler, doofer Hut, man sieht voll irgendwann manchen Lockdown, ja, alles klar, absolut. Er trägt den super coolen Hut. Und so weiter. Outfit complete, now look out, Center Street, here we come. Oh dang, sounds like that Hachiko cafe is really hopping. I just overheard someone losing their mind over that promotional menu. Said it's almost gone. How? I get that it's a limited time thing, but do you really think it's worth writing in that huge line? Probably not. Well, let's see. People are saying something about a voucher. A voucher for what? Does it matter right now? Come on, leave no stone unturned, right? Looks like the special menu is part of a promotion for a game or something. So fans are rushing over there to pick up a voucher and snag some swag. And they are almost sold out. Nice sleuthing there, buddy. That saved us a trip. Guess that voucher didn't matter after all. Gee, if only someone had said that earlier. Oh, we've got a mail. Hey, a new part of town opened up. Guess everyone's making good progress with the mission. Everyone but us. Don't sweat it, dude. We'll pick up points tomorrow. Sure hope you didn't just jinx it. Pfft, like I always say, no need to sweat when you're with Fred. Now let's moosey. Was auch immer das heißt. Der Typ hat so einen an der Klatsche, ey. So. Auf zum Reaper. Yeah, okay. Not bad. You may not have a modeling career in your future, but I'm sure Jody B appreciates the business. Objective met, all clear. Really? That was a weirdly specific request. Bet he got a commission. We should have asked for a cut. Nice. Richtig Kohle dafür bekommen. Alright, we finally made it. Which means it's time to find our Pinthusiast pal. How's about we scan the area first? One of these peeps might know something about that new player.
But how will we know they are talking about our player when all we know is they've got a lot of pins? Don't overthink it, my rin dude. Like I said, we let them do the thinking for us, while we just kick back and scan. Gotta focus. Well, how's about we see what's on everybody's mind? Ready? Galaxy Brain, activate! Do you have to say it out loud? Duh, now let's see. Huh? Ich glaube, wir machen uns gerade zum Target. Fred, incoming! Ja! I don't have time for uninspiring integers. Uninspiring integers. Just be careful. Mathewitze. Did I do that? You sure did. You got the wrong vector. Exquisite timing. Perfectly balanced. You're done for. Crunch! Ain't no stopping us now. Could have been worse. Oh yeah. Yeah, right. You're on a roll. Not bad, I'd say. Naturally. Guck mal, unsere Stats sind viel besser geworden. Ich hatte extra nochmal nachgeguckt, wie das mit dem Spielsystem funktioniert, aber nicht wirklich was gefunden. Aber ich glaube, langsam kriege ich einfach so den Groove raus. Evolve this Pim. Yes, why not? Okay. Angelic Kick. Thigh saves lives und so. Nice. Kurz snacken, Sekunde. That was close. Might not have been so close if we had a little extra firepower though. Hint, hint. Was gibt's? Das ist so eine, ich sag mal, Fertigpfanne. Eine Barbecue-Pfanne mit so Fleischbuletten und Bohnen und Paprika und Mais und Kartoffelwedges. Habe ich vorhin gemacht und das steht die ganze Zeit neben mir und lächelt mich so an. Ist sehr, sehr lecker. Mehr Cash. Nice. Yes. Ja, dadurch, dass ich so spät aufgestanden bin, habe ich vorhin erst gefrühstückt. Ich dachte mir schon, dass ich während des Streams wahrscheinlich hungrig werde. Ob sich das lohnt, hier nochmal zu scannen? Nee. Gotta focus. Hä? Das ist weird. Rindu? I can't scan those guys for some reason. Maybe that means they are players like us. They've got the same pins and everything. Correct. Sounds like you just proved your theorem. Wonder what brought them here. Maybe they're snooping for clues about the mission. Then why are they inspecting each person that passes? Wait, do you think they're looking for the new player too? There's a high probability. What do you say? Should we reduce them to 0 before they expand? Whoa, what? No, I don't want to fight them. Hey, look, they're moving. Where do you think they're going? Rindo. Well, I scanned the area just now. And I overheard those limited edition pins are available at Tokyo Hands. Maybe the players headed over there to grab some. Tokyo Hands is just past Center Street, right? You got it! Right in front of
Tipsy Toes Hall. Was sind das alles für Namen, Alter? That's not far from here and it just opened up. You got it. Right in front of... Yeah. Then what are we waiting for? Let's move. But what if we run into the other team? What do we do then? Ha. The same thing we do to any other garbage we find. Crunch! That's what I was afraid of. Mal den Log lesen. Den Log lesen, habe ich gesagt. Danke. Man, I'm so pumped to find out who this mystery player is. I can see that. Come on, Rin dude, we got to meet someone new. Isn't that exciting? Is it? Ich verstehe nicht ganz, warum die jetzt diese Zwischensequenzen zum Lesen gemacht haben, wenn die auch einfach jetzt noch da hinten reinpacken können. Wir hatten ja jetzt gerade eine Zwischensequenz. Ist irgendwie weird. Ah, I'm starving. You and me both, dude. Muss die jetzt ernsthaft durchfüttern? Ui. Powering up. Leveling up will only increase your HP, but dining at restaurants will give your stats a permanent boost. Ja, aber ich muss jetzt doch für jeden was raussuchen, oder nicht? Ich habe vorhin gerade gar keine Kohle. Ich kann dir nichts zu essen kaufen, weil wir pleite sind. Weil ich noch die Chips einlösen muss. Die Pins. Level mit Food? Ja, ich hab's noch nicht ganz verstanden. The line was wild. Think they run out of pins? I hope they brought at least one for every voucher they printed. Ist ja wie im IRL. Ey, wenn ich stärker werden könnte, nur durch Essen, ne? Ich wäre die stärkste Person der Welt. Ich würde mich so zugleistern. Sounds like the place is swarming with pin collectors. Gonna need to look real hard to find that player. Let's just hope we can find them. Alter, sind wir jetzt gerade in Doctor Strange oder warum sind die Gebäude hier so geneigt? Ist ja furchtbar. Oh, hier ist ein Job. Hallo there. So, jetzt können wir nämlich auch mal die Sachen verkaufen. Eisenmangel, Leute, wenn sie zu schnell aufstehen. So, jetzt können wir uns auch mal Food leisten. Warte, von dem haben wir 2. So. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, in welchen wir rein müssen. Hello. Thanks a lot for coming. Check out Tokyo Hands near Tipsy Toes. Ja, aber... Achso. Wonder if all these folks are in line for their pin. Oh, according to that sign, they probably are. Man, there's gotta be like 1,000 people here. All waiting to get a, what does that say? Elegant strategy pin? You heard of this thing before? Nope, but it must be pretty popular. More importantly, any sign of the player? Oh right, totally forgot why we were here. Let's look for him, Rin dude. Das war die Kamera nicht drehen kann. Just in time. Any later and we would have missed out.
Seriously, good thing we lined up at the cafe when we did. I know, right? Our minds. Uh-oh, sounds like they ran out of pins. Wonder if the player ended up getting their hands on one. Did you hear something? What the fuck? Yeah, and it's getting louder. Ich kann es nicht so schnell lesen. What is it? Who's there? My life, irgendwas mit my life is over. I failed to see how my lot could get any worse. Ah, we collided, but how is this possible? Wait, it's you. Rindle, you don't think she's come to add insult to injury, have you? What? No. Well, this time I come prepared. You shall pay for my misery. Wer ist sie nochmal? Haben wir die schon mal gesehen? I can't remember. Here I go again, getting all worked up and strolling into the mind of a stranger. What does that even mean? Today is unequivocally the worst. This is why I didn't want to get involved. For the record, I didn't ask for this either. Huh? Am I hearing things? I already have enough on my plate keeping an eye on that Minamimoto guy. Alter, haben die seine Voicelines irgendwie mit einer Dose aufgenommen oder was? I really don't need any more loose cannons in my life. Your words wound too harshly. I've done nothing to you. Until now. Now you show no punishment for hindering my pursuit of happiness. You'll rue the day you mocked me for failing to obtain that ES pin. I don't know what's going on here, but I think this girl's got the wrong idea. Speaking of which, who would dare deny anyone the delights of elegant strategy? Only a degenerate ape, that's who! This whole mess is Fred's fault anyway. And Minamimoto is only around to cause trouble. And then you have the nerve to blame everyone but What? yourself! No! I was against this from the beginning. Even if everything goes south, it won't be my fault. Enough! I've grown weary of your moaning. This whole Reaper's game is most detestable. I give it a negative 200 out of 10. Ich sag, sie ist die, mit der wir die ganze Zeit schreiben. My worst ever review. So edgy. 'Tis I, Nagi the Edgelord. And now my edgy wrath. What? Wrath! My head. I can barely think straight. Everything's fading. Am I dying? No. Come on. Not like this. Hang on. I'm having some serious deja vu. This happened before. Can I make sure it doesn't? Think, Rindo, think! What did she keep talking about? Something like elegant strategy. What if I can get her that pin?
Rindo can travel through time to revisit previous points in the recent past. What the fuck ist... Das ist ja voll overpowered. The actions you take and information you learn will affect the time frames to which you can return. Keep in mind that certain areas may be off limits when you will roll back the clock. Das erinnert mich an dieses eine DS-Game. Kevo, du weißt genau, was ich meine. Das war mit so einem weißhaarigen Dude und das Cover, da hat er so einen Stift in der Hand und das ist so dieselbe Farbe wie jetzt gerade der Hintergrund, so ein blau-türkis. Dieser Stift leuchtet in diesem blau-türkis und das war irgendwas mit Time Clock oder so. Kannst du dich erinnern? Das war so ein Spiel, wo wir, als wir uns kennengelernt haben, war das so, warte mal, du kennst das Spiel? Niemand kennt dieses Spiel. Ich muss mal ganz kurz aufstehen und meine Jacke holen, es ist ein bisschen kalt hier. Be right back. Du meinst nicht Another Code gerade, oder? Ich glaube nicht. Nein, warte mal. Ich gebe kurz Another Code ein. Another Code. Nee, es war ein Dude und das ist so eine Art Detektivspiel gewesen, wo du halt Clues finden musstest und dann, wenn du genug Clues gesammelt hast, konntest du in der Zeit zurückreisen. Und er hatte irgendwie einen magischen Stift oder sowas, weil seine Eltern irgendwie Autoren waren oder so. Und irgendwie am Anfang des Spiels hieß es, ja, deine Eltern sind halt tot und jetzt lebst du alleine. Und er muss jetzt irgendwie so ein bisschen rausfinden, wieso, weshalb, warum. Und stellt dann fest, dass auch andere Leute timey-wimey-Fähigkeiten haben und deswegen Dinge passiert sind. Wie gesagt, es ist ein DS-Game gewesen. Ich meine, der Hintergrund ist irgendwie weiß und sein Tool ist, meine ich, ein Stift. Und er kann halt zurück. Time Hollow? Das könnte hinkommen. Das klingt richtig. Warte, Time Hollow? Ja! Okay, er war nicht weißhaarig, nur das Cover. Auf dem Cover sieht das so aus. I forgot. Sorry, my bad. Niemand kennt dieses Spiel. Das habe ich nie gespielt. Als ob. Hä? Ich meine mich zu erinnern, dass du das gespielt hattest. Okay. I can go back and change the past? This is... That Dino's Wild. Ah, das kennen wir auch schon alles. Dang. Sorry. Kurz zu Ende gemampft. So. Kurz gesnackt. Haven't I heard this before? Wait, I have heard this before. I must have gone back in time, but how? Gonna need to look real hard to find the player. Not so fast, Red. What's up? Why don't we buy one of those pins? For ourselves? Hear me out. There's something fishy about that pin, right? Just saying it wouldn't hurt to look into it. And who knows? We might even bump into that new player while we're there. Quite literally. That's a really good point, actually. Let's get going. Well, that was easier than I thought. I just hope I'm on the right track here. This whole time travel thing is making my head hurt. Wibbly wobbly timey wimey. And all for a stupid pin too. I mean, what the hell's an elegant strategy anyway? Actually, what is it anyway? Let's see, looks like it started off as a mobile game. Its charming cast of characters captured the hearts of players worldwide.
So it's basically some flashy dating sim. Wait. Ist das eine Anspielung auf Mystic Messenger? Das wäre jetzt mega gut. The franchise has expanded to include animated adaptations, novelizations, and live-action films. Fancy S's growing fame as a double-edged sword, frayed though they are with its acclaim. They lament the shortage of S merch due to increased demand. So getting our hands on that pin is gonna be tough. I don't know how I did it, but I managed to turn back time. And if I don't take advantage of this opportunity, then things will just end up the same as before. I may not know what I'm doing, but I've gotta do something. One way or another, that pin's gonna be ours. Also basically haben wir gerade einen Weep getroffen und der letzte Merchandise wurde verkauft. Kann das Gefühl verstehen. So, is this the line for that exclusive pin? Oh, must be. Sign says this is where you hand in your voucher. This is it. Elegant strategy. Oh man, looks like we're out of luck. Wait, seriously? 100%. Says they're handing out vouchers at Hachiko Cafe. Wait, isn't that that promo deal we were talking about before? Yeah, there was so much buzz, its props sold out. You're right, we're too late. Man, what a bummer. It's more than just a bummer. I have to get my hands on that voucher. Maybe I can try turning back time to when we arrived at the crossing? Okay. When the replay icon appears on the screen to activate Windows Psych and change time frames. Once you're sure you've ordered the pass enough to write futures, select Change Our Fate to create a new timeline. Suddenly Steins Gate, Alter. We'll change our fate. Gotta get to Hachiko Cafe. Okay, this is right before we headed to Center Street. Were they like tours or something? So we should be able to get one of those vouchers, as long as we line up to get into the cafe like those two did. You asleep at the wheel there, buddy? Come on, let's head to Center Street. Just need to figure out how to explain this to Fred. Hey, so, yeah? Remember those two girls we overheard talking about that pin before? Sure do. They actually just passed right by us. Huh? Fancy that. And I heard them saying they were glad they lined up at Hachiko Cafe. Okay. So I was thinking, like, maybe we should go there too. How come? Okay, now you've lost me. Well, see, you need a voucher from the cafe to get that pin we heard about. But there's only so many to go around, so the less competition we have, the better. And hey, if we do get our hands on one of those vouchers, maybe we'll run into that other player, you know? Wow, Rindude. That speech gave me chills. Your enthusiasm is contagious. Kann ich lesen. I don't really get what's going on, but I'm in. Great. So let's start by lining up at Hachiko Cafe. Whatever you say, buddy. Okay, Hachiko Cafe is here. Wait, it says the promotional menu sold out. That big group must have snagged the last vouchers. Really? Guess they beat us to the punch. Bummer. So what do we do now? Looks like I will have to go even further back in time and get in line before them. Heide Fresse. We're going again. Es ist wirklich Steins Gate. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, ob sie das jetzt als gutes Tool nutzen
oder ob das gleich sehr nervig werden könnte oder so. Aber bis jetzt gefällt mir das sehr schön. Also ich finde zwar nicht, dass es irgendwie gerade bis jetzt was mit Tweevi zu tun hat, aber das Spiel an sich gefällt mir schon ganz gut. Wow, get a load of this line. All these people and the place isn't even open yet. Dang. This is right before we went to 104. Time to think of a way to thin out this line. What do you say? Do you want to check it out? Let's go. Yeah, you're right. Wunaf was calling or... I was talking about the cafe. Oh, for real? I mean, we can, but why? How am I gonna explain this one? We haven't talked with Karen yet in this timeline. Well, I was just thinking, players like us are stuck here in the UG, right? And that limits the places we can go. Maybe the player we're looking for is in that cafe. Ich verstehe, dass er jetzt vielleicht nicht jedes Mal von vorne erklären muss, dass er jetzt diese Fähigkeit hat. Aber wenn wir jetzt nicht so weit zurückgehen, sollte er das auch einmal erklären können. Und ab dem Zeitpunkt sollte das doch dann etabliert sein, dass er diese Fähigkeit hat. Also, wie sage ich das? Der andere, Fred hat ja auch eine Fähigkeit, dass er Gedanken lesen kann. Das ist ja jetzt gar nicht so abwegig, dass er jetzt auch eine Fähigkeit hat. Dass er jetzt da die ganze Zeit Fred anlügt, finde ich ein bisschen komisch. Oh, okay. Wait, what do you mean limits the places we can go? Shoot, this is before we learned how shopping works. That's, jeez. Were you even listening to what that Reaper told us earlier? We can only go into stores marked with the Reaper sticker. Right, which means the player we are looking for is probably in one of those shops, just like you said. Rindude, you're so smart, you scare me sometimes. No time to waste, let's move. This certainly defies all probability. The kid might be something special if he's already factored them into the equation. Okay, how do I do this? Huh? Oh, who goes there? We do. Hang on a second. Something ain't right. Huh? Wait, does that mean we haven't been able to talk like this with anyone else on the street? I don't recall seeing you two before. Part of that new team, I presume? These guys are players too? So, do you have business with the DRS? Ich werde mal schlafen gehen. Viel Spaß noch und guten Start in die Woche. Danke fürs Zuschauen, Deadman, und schlaf gut und komm gut in die neue Woche. Und ich hoffe, dir hat der Stream gefallen und ja. Gute Nacht, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Well, any integers belonging to another set are ripe for deletion. We'd better act fast before we're beaten to the punch. Are you sure? You sound like quite the hot-headed bunch. Perhaps we ought to help you cool off. Prepare to get washed away. Müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Wir müssen ernsthaft gegen Player kämpfen? Okay. Jetzt schon? Die sehen halt alle gleich aus.
Let's fucking go! Could have gone worse. Let's keep it going. Oh yeah. How's that? Aber ich möchte mal sagen, wie viel HP haben die bitte? Is it timing? We got this. It's over. Hey, not bad. Just doing my job. You got the wrong vector. Exquisite timing. We got this. Ach, warte mal, das ist oben links war unser Team. Huch. Hab das verwechselt. Oh. Du auch? Okay. Curses, you're quite formidable for a bunch of flotsam. Come, comrades, we must retreat. Any straggler will get swept downstream. Warum reden sie so komisch? Fingers crossed, this means we will be able to get our hands on a voucher now. Nerds. Hey boys, what can I do for you? Hi, are you still serving that promotional menu? The one that comes with a voucher? Ha, you two lucked out. We're down to our last one. No way, can you believe it, buddy? Yeah. Funnily enough, yeah, I can. Rin dude. So, do you want to share something or should we order separately? Either is fine by me. How about we share then? I will ask for an extra plate. Give me a break. You're using that one? Alright, we got our voucher. Now we just need to head to Tipsy Toes Hall. Restore a bit of your team's HP in an instant. Single use. Pin gauge will not refill automatically or reboot. Was ich interessant finde, ist, dass wir oben rechts immer noch genau die gleiche Yen-Zahl haben. Let's have a look. Warte mal. Let me think So. this through. Wir haben auch immer noch das Item, was wir gekauft haben. Healing Aura. Stone. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal wechseln soll. Okay. We'll change our fate. Jetzt können wir wieder vorwärts gehen, oder was? Ich muss nicht alles normal machen? Oh. Dang. We will be able to get one, right? We've got a voucher after all. Oh, I've been through way too much to not get that pin now. What do you mean? What do you mean? What do you mean? All the time actually, forget I said anything. Okay, das ist ja mega geil. Okay, ich muss das Spiel kurz loben, dass wir jetzt nicht erneut durch diesen ganzen Scheiß hasseln müssen, sondern das ist jetzt einfach schon passiert. Ich gucke dort einmal kurz mit so einem Bombastic Side-Eye zu Kingdom Hearts, welches uns 3-mal denselben Berg hochschickt.
Just saying. Auch wenn es kein Time Travel war, aber trotzdem. Fucking Frozen. Warum sieht der aus wie der Guy in unserem Team? This is it. Finally we got the pin. This is the pin we were after? I think so. Does it seem special to you? Nope, but I'm pretty sure this is the one we need. Huh. Well, you did say you were in the zone earlier. So I'm gonna go ahead and trust you, right? You won't regret it. All that's left to do is to head back to where I left off. Ich würde jetzt gerne noch irgendwie vielleicht was fooden oder so, da wir jetzt gerade die Kohle haben und ich nicht weiß, wann der nächste Fight ansteht. Wenn hier irgendwo was ist. Da ist doch was zu fooden. Hi. Probieren wir das mal aus. Plus HP. Was soll denn Style sein? Ihr kriegt jetzt einfach mal alle dasselbe. So. Zack. Let's Man, eat. I am starving. Oh man, This tastes I pretty can't good. get I've enough. eaten worse. Appreciate it. We're going again. All right. Wie gut das Mouth-Tracking ist, guck mal. Nom 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 nom. Wenn die Kamera von unten auf mein Gesicht zeigt, dann kann er sogar sehen, wenn ich mampfe. Interesting. Yep. Whew, just in time. Any later and we would have missed out. Seriously, good thing we lined up at the cafe when we did. I know, right? Our minds. Sounds like they've got their pins after all. Good for them. And good for us, since we got one too. So, what now? Did you hear something? Yeah. It's getting closer. What is it? Who's there? Perhaps I should end it all? I fail to see how my lot could get any worse. Actually, it might be better than you think. What? I mean, it can't be that bad if you got one of these. But that could it be? It's a limited edition elegant strategy pin. You would truly bestow such an incredible gift upon a plebeian wretch like me? Yeah? Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you 1,000 times. Were you sent from the heavens? Come to think of it, who are you? I did it. I changed the future. Can someone fill me in here? Since you gave this girl the pin, I'm guessing that means she's the new player we've been looking for? Yep. Well, probably. Whoa. Gotta say, this is blowing my mind. But to whom may I offer my thanks for this boon? Oh geez, where are my manners? The name's Tosai Furusawa, but my friends all call me Fred. The thing about that pin is... Forgive me, but did I ask? Oh, sorry. Psst. Got any good ideas, Rindo? Clean up your own mess.
Lord Rindo, is it? Oh. Allow me to introduce myself. I am Nagi Usui. Sie ist weep, oder? Die hat einen Doppelpunkt 3 gesehen. Die ist safe ein weep. You may call me Nagi. No name puns, no silliness, just Nagi. Who doesn't love name puns? Thank you once again for providing me with the pin of my dreams. Don't sweat it, really. I shall do my utmost to repay this debt someday, kind sir. Seriously, don't worry about it. It was our pleasure. I don't believe I was speaking to you. Oh, ist sie Tsundere? Whoops, strike two. Oh, I don't know if it's just me, but I'm sensing some friction here. Huh. A normal deviate as far as psych users go. You will fit right in with these septograms. So she is the player we've been searching for? For once you were barking up the right tree. Hey, Look, there's that pin-pinching girl. what? Hey, it's those guys from the cafe. They must have been hunting her down this whole time. No need to calculate when it's time to take out the trash. Wait, we are not actually going to fight them, are we? And the sum of the angles in a is the sum of the angles in a rhombus 360? I will factorize these foods in 1 millisecond flat. Guess that answers your question, eh, buddy? Here goes nothing. I guess I could go a round or two. Ich mach nie lauter. Haben wir die Dame jetzt schon dabei? Nee. Die schon wieder. Okay, oben rechts ist Enemy Team Health. I see. Funky Fred from Peter Man. Golden. Ain't no stopping us now. Could have been worse. Ups. Warum stören die denn so rum, Alter? All you got? That was perfect. Do not underestimate me. Ain't no stopping us now. Could have been worse. Disappear. Da steht ja auch Enemy Team bei. Ja, habe ich ja nicht drauf geachtet. Ich achte ja darauf, auszuweichen. Sagte sie und rannte die ganze Zeit in dieselbe Attacke rein. Das macht Sinn. Kann ich mich irgendwie heilen oder so? Warum ist der auch immer so stark? Okay, einer meiner Pins ist natürlich jetzt ein bisschen underlevelt, ne? Fuck! Let's keep it going. Not half bad. Great job. So's at a slow. So far, so good. Let's keep it going. It's over. Oh, ich sehe nichts. Oh yes, got it. You're on a roll. Disappear. You've got the wrong vector. Nice integration. How derivative. Yeah, we win. Okay. Dafür als Belohnung erstmal ein bisschen Kartoffeln.
We won. Whew, got a little worried for a second there. You did all right, kid, for a zeptogram. Hey, I'll take it. What about you? How's my nah girl holding up? Did I hear a name pun? Whoops. Sorry about that, Nagi. Glad you didn't get hurt, though. How could she get hurt when she was just watching from the sidelines? Does she even know how to fight? A girl plus her pin equals X. The question is, what site does X represent? Lord Tomonami in Dreamy 3D. Ich wusste es, dass der Pin aussieht wie er. Die sehen sich jetzt ähnlich und deswegen ist sie jetzt einfach vollkommen in Love. What? Wir sind das. What? Maybe now's not the time for a proper numerical analysis. Farewell, fractals. Hoppy flows like a devilishly handsome gust of wind. So those guys called you a pin pincher. Hey, yeah! How about it, Nagi? Think you could show us your collection? So you might rob me of my prized What? No, possessions? we won't. Pinky promise. Can I take him at his word? Fred's a lot of things, but he's not a thief. Warum hört sie sich an wie... Oh Gott, wie heißt sie noch gleich? Steven Universe? Die Grüne. Peridot. Very well. Then feast your eyes upon my arsenal. A piece of exclusive pin only obtainable at ES Live, along with all 25 sound pins from the Blu-ray box sets, the comic adaptation, and the stock for sale pin I wanted to contest. And here are a few I made myself. After collecting them for so long, I just had to create my own. Ich glaube, wir haben damit die Frage geklärt, ob sie ein Weep ist. Look at her! Die hat... Sie hat ein Eater-Bag und das Eater-Bag ist einfach nur voll mit den gleichen Pins. It's just a bunch of merch. Oh, wow! I've never seen so many pins in one place. You're so amazing, Nagi. And on that note, I think we're gonna bounce. Whoa, 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 whoa! Hold your horses there, partner! I thought the plan was to add her to the team! Dude, did you see all those pins? Yeah, what about them? They're just plain old pieces of plastic. They're That's worthless. not her fault. We're the ones who had the wrong idea. But if that's all she's got, do you really think she'll be of any use to us? Well, what have we got to lose by at least giving her a shot? Also, das macht jetzt null Sinn. Ich möchte reminden daran, dass wir gerade durch... Wir haben so krass von ihr auf die Fresse bekommen, dass wir durch die Zeit gereist sind. I'm just saying. I'm just saying, my dude. Die hat dich vorhin gekillt, weil die frustriert war. Und so hast du deine Zeitreisefunktion entdeckt. Ich glaube, die könnte nützlich sein. Ich habe da so ein Gefühl. Ich glaube, wenn man die zu sehr reizt, könnte die ganz schön haywire gehen. Mr. Minami said she can use psychs, just like us. But do we really need more people? We've done fine so far. If Mr. Minami were here, he'd say something like, "We need to bigify our numbers cause math, kid!" Still doesn't mean we should team up with every person we meet. Why not? What bliss. Long has it been since I had someone with whom I could actually converse. What do you mean? Ever since yesterday, every person on the street passed straight through me. Until those reapers accosted me, that is. Then I began hearing thoughts not my own. I traced them to their sources, entered their minds, and got ejected. Hold up, you can go inside people's minds? That's amazing, isn't it, Rin Dude? Yeah, you don't know the half of it. Oh, today's results are in. Looks like the Pure Hearts picked up points for taking down the target, while the Ruin Bringers maintained their lead. And we earned next to nothing. But not actually nothing. Plus, it's all part of our strategy. I mean, how are we supposed to beat the other teams if they all outnumber us? Okay, fair. That's my guy!
Nagi, I've got a favor to ask. You needn't bother. And oop. Those who dwell in the darkness are ill fit to befriend those who live in the light. Hä? Defying his teachings will do me little good. Right, gotcha. So Das kommt mir so anyway, bekannt vor. just hear me out. I'm listening. But I wish to reiterate the fundamental incompatibility underscoring this interaction. Ja, sie erinnert mich sehr doll an Peridot, aber okay. Cool, sure, whatever you say. Und Fred erinnert mich jetzt gerade sehr an Steven. So, would you, my good friend Nagi, be willing to join our team? Perhaps you didn't hear me? Oh, I did, loud and clear. And so did Rindo. He was listening super hard because he really wants you on board, right? Sure. No durch. This team of which you speak, do you mean one operating within the framework of this so-called game? Yep, it's just us, so we're looking for some new blood. Aren't we, Rin dude? I mean, I guess. This changes things. Master Rindo hath shown us great favor by endowing us with the Pin of Legend. We are indebted, and shall gladly risk life and limb to repay him. Rindu hat uns eine Socke geschenkt. Should he require aid, we must needs oblige. Ich bin dir für immer dankbar. But more importantly, we must needs seize the chance to gaze upon him again. We accept the young master's offer. Ach, so einfach geht das. I guess. Technically speaking, I think I was the one who made the offer. But hey, looks like we found ourselves a new teammate, buddy. Nasty Nagi and the Wicked Twisters are gonna dominate! Woohoo! Oh Gott. Yeah, I sure hope so. Especially since now we're stuck with her. I mean, we barely know her. Was letting her join the right decision? Those birds. Probably nothing. Jeder Anime-Charakter immer. Aha, es war bestimmt der Wind. Probably nothing. So the third has joined their ranks. It won't be long until another follows suit. If Fortune Bros predictions anything to go by, but you ain't had much luck verifying that, have ya? No, I will try again tomorrow. Just curious, seeing as none of them are quite like him. Think he could be the fourth? Frankly, I don't think about him at all, not anymore. That's our fearless leader, always got a zinger at the ready. Ich verstehe den Typen nicht. I've got my eye on another disc anyway. One by one the pieces take their place on the grid. The game's about to get interesting. Die Sache ist, in dem anderen Game war man ja eigentlich in Zweierteams, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen finde ich das interessant, dass die Teams jetzt hier größer sind. Ich frage mich, wie groß. Vor allem wie spielbar groß, weil jetzt gerade waren wir ja in einem Dreier-Setting. So, we made it to day 4. Yep, we sure did. Indeed. Wait, what? Did you not get the memo? You see, the Reaper's game goes for 7 days. Full week. And today marks day I didn't. Nor did I ask you for an explanation. Ouch, that was frosty. So how much do you know about the game? Very little. I met a so-called Reaper, who gave a rather extensive exegesis. At which point my cognitive powers began to fail me. Relatable. 'Twas not my only misfortune either. There I was, menu researched, order decided, shop location bookmarked. I had even vowed to retire to my dorm early lest I inadvertently oversleep. Dorm? Like college dorm? Is there any other kind? Nope, not that I'm aware of. He's older than us? Based upon your reactions just now, I presume you two to be younger than I? Yeah, pretty sure. As I suspected.
but let that not encumber our interactions. For I am little more than a Lilliputian lover of Alestra, a wretched reverer of his radiance, Lord Tormonami. From your pins? One and the same. A most astute observation, Lord Rindo. Doesn't he Look exactly like Minamimoto? I see you too have noticed the striking similarities between them. What I wouldn't give to bask in his sublimity once more. I mean, I guess he's a pretty cool guy. Speaking of, when might his lordship be returning? Hopefully sooner rather than later. I know Kanan thinks we can use the help, but... is this girl really gonna do much for us? The only game she seems to care about is the one on her phone. This sucks. I mean, I doubt she'll drag us down into last place, but I don't want to think about what'll happen to us if she does. Looks like we got a message. Yo! Hi there. What's going on, Wicked Twisters? You're that guy! I got a name, you know. Don't you remember? No, we do. Hard to forget after you shouted it in our ears. Oh, I like your sense of humor, bro. I like it so much, I'm gonna let you discs play a little game with me. And what exactly would that game entail? It's easy. I give you a mission, you complete it. See? Easy. And if you really impress me, then I'll give you some of our points, free of charge. Just like that? Why not? Your frontier discs. You got nothing but potential. Oh, and that goes for you too, little girl, bro. Much obliged. I want to see what sort of move you'll make with a little incentive. Okay, but how big of an incentive are we talking here? Oh, sounds like you're ready to play. Now, I've got to make sure our team stays on top. So I'll set some points aside for us. The rest are yours for the taking. What do you say? That ought to at least keep you out of last place for this week, eh? What do you think, Rin dude? And let me remind you that you discs are in dead last! Think about it! The week's already half over, and right now you're getting sweat. But with a little help from the Ruin Bringers, who knows? You might even manage to gain a tempo or two and shoot to the top. Long way to go. No venture, no gains, bro. Sure, but who says you can just give us points like that? Us. One of the privileges me and the gang get for winning the last game. You get to do whatever you want? To the victor goes the spoils, including the right to rewrite the rules. So, you're basically saying we don't have a choice here? I ain't saying it, just strongly implying it. I don't know. It sounds fishy, but what do you think? I mean, if it'll give us a leg up. Bada boom! So, I've got this buddy, the OG, upstanding guy, the OG of all trades. Thing is, he's developed a bit of a noise problem, so I need you to erase him for him. And how are we supposed to do that? That ain't my disc to flip, bro. Look for his little helper on Center Street. Take a scan around the board and see what you come up with. Well, your move, White! Runebringer trash fresh from the heap. Hey, Mamina man! We were just talking about you. So apparently Susukichi has a different game for us to play. He said it'll earn us a lot of points, so... Are these zeptograms the ones that'll finally bring you out of hiding? Einfach beste Reaktion. Ja. Guess I'll just have to wait and Ich hab den see. gefühlt. Ach, jetzt haben wir auf einmal keine
keine Voice-Ausgabe mehr. Ich mache jetzt den Dialog noch zu Ende, dann würde ich mal ganz kurz eine Pause machen. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt euch gleich was zu trinken holen, auf Klo gehen, etc. I get that we are looking for Ryoji's little helper, but who the heck is Ryoji? How should I know? I haven't the faintest idea myself. I mean, he's a friend of Susie's case. We know that much. Which means we are looking for the helper of a friend of some guy we kinda know. And now I have a headache. Wonderful. I guess it is a little hard to follow. Indeed. The cast of characters is expanding too rapidly to stay abreast. Schnell, to the rescue! Macht ein Miro-Board! Guess we will have to do some digging if we want to know who's who. Well, at least we're meeting lots of new people. Ryoji's supposed to be a Ryoji of all trades, right? You say that like that means something. Like, maybe he's some sort of handyman? Man, I'm dying to meet this guy. Well, that makes one of us. Admire your social network. Use the L1 or R buttons to access the Thoughts tab of the main menu where you can explore your social network. Use this web to follow the connections you've established and read up on the people you've met. Foster relationships with the people you met in Shibuya to earn friendship points. When use those points to unlock rewards. Rewards include useful items as well as powerful skills that will help you in and out of combat. If you find yourself low on friendship points, try strengthening your bond with the folks you know. Ja, mehr Systeme, die kein Mensch braucht. The fuck? Kommt mir langsam echt vor wie so ein Persona, ey. So, ich habe jetzt erstmal einmal kurz gespeichert und ich würde jetzt einmal kurz eine kleine Pause machen und bin gleich wieder da.
I'm back. Ich habe Food und Getränke nachgefüllt. Die Eule wurde befriedigt. Wir können weitermachen. Wenigstens noch so ein bisschen. Halbe Stunde oder so. Okay. Liebe, Dankeschön. Du spielst gerade Persona. Remind me, in Persona 5 hattest du noch nicht gespielt, ne? Du hattest die anderen Persona-Teile schon gespielt. Ich habe auch Haribo Wackelgeister mitgebracht. Du hast nicht Persona 5 Royal gespielt, okay. Und was hat dich jetzt dazu gebracht, das doch nochmal zu spielen? Is this our guy, Ryoji's little helper? Something definitely feels off about him. Let's see what's on his mind. Man, I've had it up to here with Ryoji. I know I should just turn off my brain and do whatever he asks. But this is ridiculous. What are these puzzles even for? And why do I have to be the one that set him up? Plus, it wouldn't kill him to show a little appreciation every once in a while. Just thinking about it is pissing me off. Ich hatte es vorbestellt, 40 Stunden investiert und war dann ein bisschen gelangweilt. Hab dann den ausgeballert und im Gespräch mit Saronian mit ihm wieder Bock bekommen. Hab halt jetzt einen Slot offen, um ein Spiel zu spielen, also warum nicht? Meinst du jetzt offscreen? On-stream? Mit Slot offen? Bin verwirrt. The diatribe left little room for doubt. I'm certain this is him. Yeesh, bit of a downer, isn't he? Like, lighten up, dude. It's only a job. I think it's gonna take a little more than chill out. The air about him indicates some evil is at work within. What? I have entered the minds of many others, including some similar to this individual. Something sinister resides inside. Something sinister? Offscreen? Wie? Keine Pet-Jagd mehr, Mount-Jagd mehr in WoW? Tis not dissimilar to the noise. Hang on. Could that be the noise problem Suzukichi was talking about? Oh, true, das habe ich heute vergessen. Schnell, 7 Minuten hast du noch. Oh, dang. Maybe. But is that something we can help with? Considering what Nagi did in my mind yesterday, and the fact that she can hold her own against the noise? What if we had Nagi use her powers? If she can get into his mind, maybe she can erase the noise that's taken root. Intriguing. And I would be doing this alone? Not if you sync up fast. WoW läuft ja weiter nebenbei, aber nicht so krass aktiv aktuell. Nachvollziehbar. Ist ja auch so ein Daily Business Ding, ne? Minamimoto. Balance the equations of your bodies and minds and your power will increase exponentially. Lord Tomonami. Wait, das ist ein Anagramm. Ich glaube, Tomonami kannst du umstellen zu Minamoto. Your points of view might even converge, which means what? That you zeptograms have the chance to create a multiplicative function. Otherwise, you're stuck playing with those third-rate reapers, and who knows what that would entail. Now, there's a variable I'd love to solve for. Also ich weiß, dass sie diese Dialoge so gestalten, wie sie es tun, um den einzelnen Leuten ein bisschen mehr Charakter zu geben, ne? Aber wenn du die Dialoge so bescheiden schreibst, dass man sie nicht mal mehr lesen kann. Digga,
Ich habe keine Ahnung manchmal, wovon der redet. I don't know how to make a multiple funk town or whatever, so maybe we should just get back to the mission. Ich bin einfach verrückt gerade. I don't know, I guess we can try syncing up, was it? Hey Nagi, how do you get into people's minds? Well, I first perform an initial observation of my intended target. So you scan them? Then a portal into their mind appears before me. I've never had that happen. At which point I simply let myself in. Almost sounds like breaking and entering. What if we both scanned at the same time? I wonder if that counts as syncing up. Oh, I get it. Actually, not really, but it sounds promising. That said, I must warn you, people's minds are not a pleasant place to be. Yeah, and having someone barge into your brain isn't great either. Anyway, let's just give it a shot. Dive on in there, my girl. Dive. Like jumping into the pool, a big brain pool. Right, just like that. Diving with Nagi. Nagi can enter people's minds and peer into their thoughts and exorcise the noise that haunts them. Press the X button near a possessed person to dive inside their mind. Depending on your performance, you can earn multiple rewards, so long as your difficulty is set to normal or higher. Gotta focus. What an awful affliction. Puh, das war knapp. Auch 3 Tage und ich habe das Mount. Ist das nicht auch so eine Persona-Mechanik, irgendwie in andere Leute Mind rumzuwurschteln? Warum macht sie ein Jutsu-Zeichen? You're no match for me. Let's do this! Why the hell am I stuck putting up stickers all over town? Thanks for the assist! You got the wrong vector. Hä? Schon fertig? Okay. Das ging flott. We've got this in the bag. I see, Kevo. It's over. Ich glaube, sie ist ganz schön stark. Perfect timing. Since we're adjacent. Disappear! Nice integration! How derivative! I foresee no difficulties. Makes me wish I had a job I was proud of. Let's keep it up! How derivative! Aua! In there! Be still. Barely made it. Sind wir durch? Sehr schön. Ugh, it appears our efforts were insufficient. Maybe I should strike out on my own. I don't need Ryoji. In fact, I never needed him. I know he would be trouble the minute he made me solve a bunch of riddles just to get his number. Huh? I suddenly feel like all my voice just disappeared. Yeah,
Forget the stupid job. I'm out. Time to treat myself to a nice meal. I think he dropped something. Litterers will be prosecuted to the fullest extent of the law. But wait, what have we here? Trader Ryoji handyman for hire? It appears to be a flyer advertising his services. What else does it say? No job turned down, no matter the size or complexity. Serious inquiries only. New clients will be vetted. If interested, call via the phone booth by Tower Records. A phone booth still a thing? I've never even used one. Me neither. Our number can be found by solving the puzzles scattered throughout Shibuya. Q1, Sinfo Ramen. Q2, Backstreet Refreshments. Q3, a hole in the crossing. Q4, a dog's backside. Q5, a yellow building's entrance. Q6, a heaven covered in green. End of list. So we have to solve this puzzle to prove ourselves to him, I guess. It strikes me as overly cautious to put prospective customers through such trials. Seriously, I didn't think I'd be such a pain in the ass just trying to meet him. For real. Well, at least we are getting somewhere thanks to Nagi's sweet mind diving. But man, that was one heck of a trip. Is it always so volatile? More or less. It worked though. So this is Nagi's true power. It's a lot different from ours, that's for sure. One mystery after another. Doesn't look like I will be quitting anytime soon. Morning, Swallow. Hey, Rin Dragon. Busy day yesterday? Yeah, kinda. Dealing with a newcomer. Oh, that's always exciting, I guess. You don't sound excited though. Her special ability is really great, but she's kinda weird. Not really sure what to make of her. This is part of that new game you're playing, right? Is your party already full? Can't hurt to keep them on board if you've got room. Plus, special abilities are always good to have. Yeah, maybe you're right. I should give her a chance. Come on, Rin dude, let's go track down those digits. Right. Cast a chain at your target, high chance of chaining any foe struck. That was quite an exhilarating experience. Dang girl, look at you wiping out the noise. I don't believe I was speaking to you. Well. Looks like she can fend for herself at least. That's a relief. Let's have a look. Nein. Einmal kurz What to do? Ihnen das Pin-Menü. Ich würde Ihnen nämlich gerne einen anderen Pin geben. Healing Aura. Tripwire. Cast a chain at your target. High chance of chaining any force struck. Strike again when the enemy is bound by chains. Shoot a pillar of ice beneath the target, fully charged. Ach, das ist glaube ich der gleiche, nur der eine ist schon upgraded. Okay. Die werden beide besser. Rapturous Rabbits. Ich glaube, ich nehme das. Okay.
Fair out the numbers. Das eine war auf jeden Fall, you know, it feels like we're taking a pretty big gamble here. You sure it's okay for us to just do whatever we want like this? Like you said, right now we're getting swept. And desperate times call for desperate measures. So if this helps us get ahead, then why not? Assuming that it does, in fact, help us get ahead. But one cannot deny it remains a rather risky endeavor. Says the risky endeavor herself. Yeah, she can hold her own in battle, but she's no Minamoto. And yeah, diving into people's minds is pretty impressive and all, but still, I don't know. Does something trouble you, Lord Rindo? You appear vexed. Me? No, I'm good. She didn't hear me think that just now, did she? Very well then. I've got a question for your boss. Permit me ask a question in return. Boss? Yeah, cause you're older than us and cause you took down those noises like a boss? But if you're our boss, does that mean you can fire us? Do you wish to tempt fate? Haha, yikes, guess I'd better stay on my best behavior then. So, question. What brings you to the UG, boss? Crazy taxi collision? Sudden lung explosion? I do not know this UG of which you speak. Where we are right now, you know? The afterlife? The afterlife? As in afterlife? As in no longer among the living? Right. Yeah, dead, departed, kaput. Even I? Yep, apparently we all died somewhere and then got sent here to play this game. That would explain the unshakable feeling that I've been cast out of humanity. So in other words, I'm dead? Hey, I get it, it's a lot to take in. I know it sounds crazy, but think about it, we can't communicate with anyone but each other. And I don't feel very alive, so it just makes sense. Heavens. Oh, I've left my life behind and I have nothing to show for it, save this wretched pin. Wait, pin? What kind of pin? A rather nondescript one. It failed to pique my interest until Lord Tomonami's voice actor sang its praises. Granted, a few other Alistraniacs mentioned failing on hard times after picking up pins of their own. But who was I to question his radiance's commercial endorsement? Huh, we got the same ones. Do you think they are part of the game? Maybe we can quit if we just throw them away? Giving up so soon? Go on, pitch him and see what happens. Why don't you just tell us? Here's what I will tell ya, kid. Those pins you got are special. They are your player IDs. Player IDs? But everyone had them. These things were all over Shibuya. And who do you think put them there in the first place? Normally we give them out when people die, but if everyone's already got them, it saves us the work later on. Oh. And when they do kick the bucket, they can jump right into the game. Pretty slick, eh? Really? Wow, that's one hell of a marketing campaign. So yours can go ahead and try throwing him away if you want. But you know what happens when you force quit in the middle of a game, don't you? Your data gets corrupted, even erased entirely sometimes. My worst nightmare. What if you start bugging out? What if you lose all your powers? You'd be helpless against the hordes of noise. Hypothetically speaking, of course. So what do you say? Gonna throw in the towel and throw away your pins? Well, we'll keep him for now. Haha, attaboy. I knew you'd make the right choice, kid. Where have I met someone so thoroughly loathsome?
Guess we've got to tough it out the whole week. Well, I'm sure you know you've got to do better than just tough it out. Unless you want to get stuck playing the game forever, that is. Forever? Since when was that part of the deal? There's no deal, kid. Life ain't fair and the afterlife sure as hell ain't either. You just gotta suck it up and play the game. You kids are playing the game, ain't ya? Well, you see... Oh, I see, alright. I see everything. Ugh. But hey, you do what you gotta do to get ahead, am I right? Can't fault you for that. Wait, seriously? Of course, as long as you're trying to earn points, who am I to judge? Let's just hope you earn enough before it's too late. Yeah, haha. Sounds like nothing escapes the Reaper's watchful gaze. Well, we got Snorty's approval, so what say we finish what we started? Yeah, might as well. Alter, kann ich auch 2 Meter laufen, ohne dass ein Dialog triggert? Ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin muss. You get seem pretty chill today. Are you even taking this game seriously? Dead seriously, get it? Right, anyway, if you want to pass through here, you've got to win a 3 reduction chain battle at Center Street. Got it, that. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Rindo. Check it out, Rindude. It's the prince. Didn't think we would see him again so soon. Oh, what's he doing? Can we scan him? Can we? Can we please? I admit it hadn't occurred to me to read the thoughts of celebrities. Kind of feels like a violation of privacy. Glad I'm not the one getting read. Getting read. Your social network has been updated. Ichi uchi. So, ich leg mich mal schlafen. Bis morgen. Bis morgen. Bye bye. Guna. Schlagu. Pimo. Watanini. Ja, ich mache noch so eine Viertelstunde oder so. Ich versuche noch die Quest hier ein bisschen zu finden. Auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Guna. Sinnvoll und Backstreet Refreshment. Hole in the Crossing. Das klingt alles nach Shibuya. Okay, hier ist alles abgesperrt. Ich kann also gar nicht dahin. Interessanterweise fängt jetzt an, der Sound zu buggen, so wie beim letzten Mal bei ca. 3 Stunden. Hm. Okay, die haben hier keinen Rahmen. Versuch was wert. The sticker, isn't it Ryuji's?
got his insignia on it. Look, there's a barcode. Try scanning it with your phone. Okay. One of these things is not like the others. Which one's the odd one out? Okay, wir haben 2 Kreise. Wir haben zweimal das da, wir haben 2 Vierecke, also ist es das hier. I got it. The triangle is the only one without a match. Shall I enter our answer? Hey, looks like we were right. One of the digits is 1. Noted for future reference. I'm sure I'm glad you're here to keep tabs on everything, boss. I see. Alright then. Okay. Was hatten wir noch? Let me think this through. Backstreet Refreshments. Oh, yo. Yeah, thanks. Maybe here? I knew it. Look, there's another Ryoji sticker on this vending machine. Can we even buy anything though, like physically? Looks like I can. And that drink's got a Reaper sticker on it, see? Oh, sweet. What about numbers? Do any of the drinks have something printed on them? Shibuya's famous dream juice. Sold for 5,000 yen. Is that something we can drink, like legally? Don't know, but it might give us a clue if we do. Indeed. That juice does seem highly probable. Wait, so we're really buying it? Nah. I don't know if I'm ready for this. I get it, dude. That's a lot of money to lay down for a mystery drink. Also, wir haben nicht mal 5.000. Look for a hole in the crossing. Look for a hole in the crossing. Hello! Das dachte ich mir, dass wir einiges an Stuff haben, die wir verscherbeln können. Okay. Okay. Schon sieht das finanziell wieder ein bisschen besser aus. Wait. Wir haben hier auch wieder 2 von. Tada! Come again! So. Gotta focus. Let me think this through. Look for a yellow building's entrance. A yellow building's entrance. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur für City Hall gilt oder für komplett Shibuya. Ich kaufe das jetzt. Should we buy it? Here goes nothing. Dang, you really bought it. Ich hoffe, das gibt uns wenigstens irgendwie Stats oder so. Alright, now, where's our clue? Nothing is ostensible out of the ordinary. Perhaps the bottle must be emptied in order to reveal a clue within.
Yeah, that's gotta be it. So who's gonna drink it? Perhaps a game of rock, paper, scissors could settle this fairly? Sounds good. Rock, paper, scissors. Shoot! This settled. Sure is. Alright, bottoms up. Ugh. Look, there's a barcode on the inside of the label. One of the digits is 5. Thanks for getting us the clue, Fred. A most noble sacrifice. Happy to take one for the team, my dudes. Hang on. It's got some kind of secret compartment on the bottom. There's something inside. Wow, 5,000 yen! So we broke even. How considerate of Ryoji to return our investment. Nice. Ich meine, wir mussten jetzt so oder so erstmal Stuff verkaufen, damit wir es leisten können, aber immerhin. Okay. Loch in der... Ich meine, wir können ja mal ein Fight versuchen. So. Dreier-Chain. Let's fucking go. Und dann können wir nämlich auch die anderen Stadtteile angucken. Easy. Get up or get remainder. Ich frage mich, ob man Counter-Attacks quasi machen kann. Also wenn man im richtigen Moment angreift. Aua! Dass man dann seine Attacken abbricht, also von den Bären zum Beispiel. Aua! Hardly even a practice test. It's over. Perfect timing. Since we're adjacent. Yes, got it. Nice one, Rentoon. Ah, fuck. Ich hab gezielt und wurde erwischt. Mist. So. Das waren jetzt 3 Runden. Müssten jetzt durch sein mit dem Fight. That's not so bad, right? Ja, gar nicht mal übel. Evolve this Pin. Okay. You pin evolve Grunge Punch. So, und jetzt müsste ich hier unten durchlaufen können. Wow. Objective met. You kids get a gold star. Not really. I will let you pass though. Well, if it isn't Rindy and Fred. Oh, hey Karen. Listen, Say,
Would you be a peach and move a sack? You're staying in between me and my next clue. My bad. What you're up to anyway? Playing hooky again? Not exactly. I mean, I guess you could sort of see it that way. Has that Ryoji roped you into one of his sleazy little schemes? Huh? What? No, honest. How did you know about Ryoji? 'Cause you're acting pretty suspiciously for a couple of newbies. You aren't trying to cheat, are you? Look not at me. You must be Rindy's latest recruit. That's Nagi. Pleased to meet you, Nagi. You've really been making a name for yourself with those crazy powers of yours. She has? Of course! Diving into people's minds and invading the privacy is pretty scandalous. Sounds a lot worse when you put it that way. To be fair, I definitely felt invaded. Haha, too bad I didn't make you very a beauty while I had the chance. Huh? Wait, really? Well, sure, a powerful psych user like her is awful hard to come by. So you're saying you want someone like her on your team? Are you saying that you don't? Rindude, he is just afraid of change, that's all. It took some cajoling, but I finally got him to see the potential I saw in old boss here. My, sounds like you've got an eye for talent. Not just one, I've got two. Anyway, it seems like you don't want to tell me today's secret plan, so I won't push it. Sorry. But if anything happens to my team, I'll be coming for you. Coming to do what? To teach you boys a lesson. And here I thought you two were just a couple of innocent little cuties. Maybe I thought wrong. I mean, I think we're kinda cute. Aw, keep up that confidence. Ciao. Is it just me, or was Karen kinda terrifying? Do you think she's always like that? For her teammates' sake on her own? And I hope not. Well, hey, look on the bright side. Having a rival's kinda motivating. What blithe optimism, eh? Or hang on a sec. Was that a chuckle I just heard? It most certainly was not. Maybe Fred's right. All the other players are our rivals. Get out of here! I heard it with my own ears. Can we really keep up with the competition? Perhaps you ought to have your hearing checked. Rindo! Huh? No. This can't be happening! Am I dead? Stay with me, buddy! Lord Rindo! Rindo! Great. Another vision. Same one as yesterday, too. Is it supposed to be the future or something? What if it's today? Okay, ein Loch in... Haha. This looks like one of Ryoji's barcodes. So what do we do? Spot the difference? Maybe. Something seems as amiss. What's wrong with this picture? Maybe this part? You sure? Looks normal to me. I'm regrettably inclined to agree. Well, I'm gonna try putting it in just in case. I was wrong. You dropped the ball on that one, Rin dude. Maybe not. Nah. Müssen wir das in der... Ach, wir müssen das in der Reihenfolge machen? Wait. Gotta focus. Nein. Falscher Knopf. Auch falscher Knopf. Let me think this through. Look for a hole in the crossing.
Huh? Nah. I mean, wir können probieren, ein anderes zu machen zuerst. Lord Rindo. This appears to be quite literally a sign from Right. Ryoji. Sure does. Looks like some kind of quiz. Ryoji sure got a lot of time on his hands for a guy who's in trouble or whatever. Okay, the question is, which of the following isn't on the menu at Hachiko Cafe? Easy peasy, just look it Let's up. look it up. The menu isn't on their side. Really? Seriously? Oh. Okay, then which one is it? Ice cream float. Did they have ice cream floats? Perhaps or perhaps not. I can't remember. My mind's totally blank. Surprise, surprise. Let's see if we can find the answer somewhere. Ja, gehen wir mal zum Hachiko Café zuerst. Fetch Quest für eine Fetch Quest, Alter. Wait, ist das das? Das ist nicht das Hachiko Café. Ich versuch's nochmal. Ach, da ist das Hachiko Café. Das war doch der richtige Eingang. Okay. Ice Cold Brew, Ice Cold Café, Ice Cream Floats haben sie. Das würde ich gerne mal probieren. Café au lait, also Milchkaffee. What can I get for you? Bye now. Mal gucken, ob wir es jetzt mit Ausschlussverfahren rausfinden. I don't think they serve milk tea. Perhaps. While I am not wholly certain, I believe that is correct. Oh yeah, I just remembered. I tried to order that once, but they told me they didn't have Give it. me a break. Should have used that reminder power of yours on yourself. Come on, that would never work. Unless... Anyway, I'm putting that down as our answer. And the result? We got it. It says one of the digits is 9. Beautiful. Good work, team. So, was hat's jetzt damit auf sich? Das habe ich jetzt einfach nicht gegettet. Versuchen wir es nochmal. Something isn't right with this picture. But what? Ach so! Ich musste den Zeiger bewegen, das habe ich nicht verstanden. It's Hachiko, rather. It's not Hachiko. Oh wow, definitely not. So our answer is Hachiko. There's a little 2 written here. It's safe to assume then that 2 is one of the digits we seek. Sounds right to me. Hell yeah, we're totally owning this challenge. Alles klar. Was fehlt uns noch? What to do? Look for a yellow building's entrance. Look for a heaven covered in green. Heaven covered in green? A yellow entrance? Könnte es das hier sein? Ich wette, wir müssen jetzt hier einmal rein. Sup, dude, can you let us through? Sure thing, after you do what I say, of course. My mission for you is... Oh no. You look strong. To defeat these noise. Good luck. A bunch of last place losers like you are gonna need it. Yes.
Okay. Ready? Galaxy Brain, activate! Perhaps we ought not engage? Oh, so annoying. Oh, die sind flott. Oh, I miscalculated. Yes, got it! Most spectacular. So far, so good. Let's keep it going! Oh, it's over. You've got the wrong vector. Das ist natürlich kacke, wenn ich nicht angreifen kann. It's over. Our time has come! Splendidly done. Thanks, Nagi. Disappear. Let's keep it up. Perfecto. Ja, ich glaube, Dinge mit Feuer sind halt bei einem Wasser-Noise irgendwie egal. How derivative. Another one bites the dust. Okay, war's das? Tatsache. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein, That's zwei not so Runden. bad, right? Huh, not bad for a bunch of noobs. Here. Wall clear, head on through. Das sieht doch interessant aus. A Heaven in Green. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist hier. Haha. There's another Roger's barcodes. Looks like a quiz. Who exactly is this Ryoji character, pray tell? And entirely unfamiliar. All we know is he's some kind of jack of all trades. And that tracking him down is a huge pain in our asses. Indeed. Yes, that much is readily apparent. What's not readily apparent is why we're doing this. Like, how come Suzukichi wants us to lend this guy a hand so bad? Why doesn't he help himself? Kinda weird, right? Kinda, but we should probably focus on this, whatever it is. E is 1, C is 3, D is 4. B, C, D, E. 7? Appears to be a code of some kind. If you follow the pattern, the answer should be 7. How come? How do you know? Well, pretty sure I'm right, but what if I'm not? Hang on a sec. Hey Solo, can you help with something? Sure, what's up? Look at this. The answer is 7, right? Give me a sec. Makes sense to me. Looks like a cipher based on alphabetical order. It's what I thought. Thanks. No problem. Is this part of the game you're playing? Yeah, just wanted to make sure I got it right. Each letter gets a number based on its place in the alphabet. Fascinating. I see. Ah, okay, für uns wirkt das jetzt natürlich total einfach. Aber das sind ja eigentlich, also eigentlich ist das Spiel ja japanisch. Deswegen ist für die natürlich unser Alphabet schwieriger gestaltet für die als für uns, I guess. Und deswegen ist es für die so, oh, Romaji, Dwak. See what? Help me out here, guys. A is 1, B is 2, C is 3, and it keeps going like that, so G is 7. Oh, yes, this makes sense. I think I get it now. Lord Rindo. Quickly, Lord Rindo, input the answer. 7 was right, and one of the digit is 3. You call that a clue? Come on, we solved your damn riddle. The last you could do is give us a real answer. Ryoji isn't making this easy for us. He's a real jackass of all trades, that's for sure.
Let me think this through. Was bleibt denn noch? Eingang mit Gelb, ne? Ja. Okay. Das müsste dann das da sein. Und dann haben wir alles. Found a barcode. Scan it, dude. What'd it say? It says something, alright? Curious. It is surprisingly simple. It's a no-brainer. We all know the answer. Or at least we should. Here goes. What's the name of the handyman you're trying to reach? Ryoji, duh. Ah, right. Well, that sounds right to me. Okay, our answer is Ryoji. Bingo! Our hard-earned clue is one of the digits is 7. That would have been unspeakably embarrassing to forget his name of all things. Yeah, and it would be pretty awkward if we found out. Man, we're so good at finding clues, we should be detectives or something. Incoming. Greetings. Greetings, sheeple of Shibuya. This is your Game Master Shiba speaking. Hope you're hungry for more on this day 4. Got some red hot news for you. One of our teams has already blazed through today's mission. The game's going on like normal without us. This detour better earn us some serious points. Alrighty, Twisters, we got ourselves a full 6-digit set. Now what? Now we call Ryoji from the phone booth by Tower Records. Agreed. Let us be on our way, quickly. Right. So, ich will jetzt... Ach, warte mal. Tower Records? Da sind wir ja schon. Müssen wir da rein? Hello. Oh, ist die süß. Come again. Oh. Aber was für ein Phonbuch? Oh. Ich bin blind. Are you fucking kidding me? Das ist nicht bei Tower Records, aber okay. I think this is our phone booth. What's this? And a suspicious man standing in our way. Dude has little helper written all over him. Yeah, and he's giving us some serious bad vibes. One might venture to say he appears almost mournful. There's only one thing to do. Nagi, you up for another dive? Pardon the intrusion! Certainly, prepare to peer into the innermost depths of his psyche. Ich würde halt gerne den Tag noch zu Ende machen und dann I will call it a day. Let's have a look. Let's... Oh! Shall I proceed then? Pardon the intrusion! I must needs weather this storm. We got this in the bag. Is he just using me? Hey, no stopping us now. Nice. You've got the wrong vector. Hit up. You've got this in the bag. Was that whole nice guy act one big lie? It's over. How's that? Masterfully done! Let's keep it up. Let's keep it going. All together now. You've got the wrong vector. Okay. No sweat for fret. But I thought we were friends. Ooh, our time has come! Mist verfehlt. It's over. Hit up.
So far, so good. Let's keep it going! Disappear! It's over! Ich glaube, ich muss sie mal mit einem neuen Pin ausstatten. Der ist irgendwie nicht so gut. Yes, got it! Nice one, Rin, dude! Did I do that? You sure did! It's over! Our time has come! Ain't no stopping us now! Most spectacular. Yes, got it! We're on a roll! Are we awesome or what? Puh. I feel like we deserve better. Okay. Classical Cacophony. Oh. This job blows. A real friend wouldn't give me busy work like this. He would trust me with the important stuff. You know what? Screw Ryoji. I'm pitching this note and cutting my ties with that sleazeball altogether. Huh? Wow, I feel so chipper all of a sudden. And now I realize I can't trust Ryoji as far as I can throw him. Tell the client to start with a symbol, then shrink their numbers? The hell kind of a job is that? Ryoji clearly doesn't trust me with any real work. So why should I trust him? I'm done. I'm gonna find a new job. A real job. You hear that? Symbol, then shrink the numbers? Perhaps. I dare say, with all the information needed to reach our elusive handyman. Right. Yeah, I feel kinda bad for this guy though, standing around all day just to say that. Poor dude, that's a pretty rough deal. Close in on your target and slice them. Keep detecting to unleash a 2-hit upward slash that launches the enemy into the air. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Pins gesammelt. So the digits we have are 5, hashtag, 9s, 2, 3 and 7. And we're supposed to start with a symbol, then go biggest to smallest. Easy enough, all we've got to do is put them in order. And give Ryoji a call from his phone booth. Does it have to be me doing calling? Yep. I mean, you're the leader. For the record, I never agreed to that. Fine then, want me to do it or should boss? I'm afraid I'm unaccustomed to speaking with strangers on the phone. But if you insist... No, I will do it. Just gotta check my notes and piece it all together. Please, please, please be right. Okay, also 97532. 97532. A moment of truth. Yo, thanks for calling the Ryoji of all trades. Met ya in front of Tower Records in a jiff. He hung up. Hey, You got through to him? What'd he say? Well, I think it was him. He said he would be by Tower Records. So he ventures out to meet his clients rather than operating from a set location? And that... What are we waiting for? Let's go to Tower Records and meet him. Looks like they made it. This should be so good. Warum kann ich denn jetzt hier nicht rüberlaufen? Oh mein Gott. Hey Rindu, look over there. Think that's Ryoji?
Huh? Oh yeah, it must be. I find myself relieved we needn't speak with him directly. He emits a rather uninviting aura. That's for sure. It's probably a noise thing, right? Okay, pass auf. Wir brauchen andere Pins, glaube ich. Beziehungsweise wir hatten gerade ein Update. Dragging over the enemy is bound by change. Strike again after striking a single target with twist and watching them explode. Fuck. Ah, ich bin ja nie meine Stärke, Alter. Der macht halt viel mehr Schaden. Boah. Ich nehme lieber den mal mit. Okay. Ja, nee, außer Frage. Ich check jetzt ist, dass neben dem Power-Ding Minuszahlen stehen. Wenn mir das nichts bringen würde. Sehr schön. Okay. Dann macht das vielleicht doch Sinn, mit dass ich die jetzt so gechanged habe. Ist hier noch was zu tun? Dann würde ich kurz vor dem Fight noch eben aufladen gehen, speichern. Oh, dass ich einmal komplett rüberlaufen muss, ist ja räudig. Einmal Pins verkaufen. Hey there. Fight the power. Okay. Hey there. HP und Defense. Kriegt einfach alle das gleiche. Well, let's eat. Man, I am starving! Oh man, I've eaten I can't worse. get enough. Oh, that really hits the spot! Keep eating healthy. So. Speichern. Und ab in den Fight. Something's definitely up with him. Oh, it's no use. He was like a totally different person on the phone just now. It would appear he suffers from a noise affliction, just as we were informed. Hinagi, I feel bad asking you to dive again, but do you mind? On your order, Lord Rindo. Alright, before we do this, I just want to say thanks for all the other times too. I know it's not easy. There's a nary need to thank me, Lord Rindo. I'm simply repaying a favor. Besides, my recent mental excursion have been far less painful than those past. Doubtless thanks to your company. Well, I'm happy to help. Wow, boss, that was really touching. It almost feels like we're friends or something.
I don't believe I was speaking to you. Come on, throw a guy a bone here. The intrusion! Now then, Ryoji, pardon the intrusion. Gotta focus. What an awful affliction. Onward I dive! Ready? Galaxy Brain, activate! Keep it together. Okay. So's at a slow. Our time is up! Yes, got it. We're on a roll. So's at a slow. You've got the wrong vector. I can keep going. Crunch! So far, so good. Let's keep it going. So's at a slow. It's over. You've got the wrong vector. How's that? Let's keep it going. Disappear. We're really in sync. Perfectly balanced. You've got the wrong vector. Let's keep it up. How derivative. It's over. Keep your eyes on me. Was that cool or what? Not bad, I'd say. Ja, ich habe viel Schaden eingesteckt, aber das war mir jetzt lieber ein bisschen doll reinzugehen, als den in die Länge zu ziehen, die Kite. Ja, ich kann's mir leisten, wa? Well within the margin of error. Hey, ist okay. Man. Oh well. I got up in some nasty business here. I thought I played that client like a fiddle. Turns out I was the one getting played. Ah well, ain't nothing I can do about it now. Guess he was just one step ahead of me. I'll make the money back in no time. Just gotta work my leg. He's even harder. Yo! Gotta hand it to ya! Now my buddy can finally get back to doing what he does best! Your discs did good today! Well, see you tomorrow! Yep, well, see you tomorrow. Hey, not so fast. What about our points? Oh man! I can't believe your discs really fell for it! A textbook scandal. Das war so klar. What? How vexing. At first, I was just gonna have a friendly chat, player to player. But then I saw how gullible you were and I couldn't help myself! Was ein Pisser. Boah, mögen ihm seine Eier abfaulen. So it was all a lie? The points, the privileges, everything? Yup! A big fat lie! And you fell for it! Oh man, I knew it was too good to be true. Seriously? Oh, what's the matter? You mad, bro? Well, what are you gonna do about it? If it's a fight you're looking so gern for, I'm raring and ready to go. Give us a break, Beef Brain. We're beat. Easy there, fella. Ain't no need to add injury to insult. Oh? Damn. You Southsiders ain't having any fun, so you won't let us have none either, huh? Are you two like teammates or something? Afraid not, man. I'm flying solo today. Nice to meet you, though. Koki Karia is the name. No This is way! our game. Er ist aus dem ersten Spiel.
I know better than to make any loud moves with a Reaper around. But I gotta say, there's something strange about those powers of yours. A minute to pick up, a lifetime to perfect. Let's just hope you discs learn to let loose before the week's over. Or before someone else sweeps ya. Well, that's my cue. Hey, thanks for stepping in back there. No need to thank me, man. Just doing my Reaperly job for once. So this guy's a Reaper too. Lord Window, today's results are in. Ja, ihr habt halt verloren. The Deep River Society managed to take down the target, but they couldn't unseat the Ruinbringers from the top spot. Really grinds my gears that those liars are still winning. Don't sweat it. Just think of this as a learning opportunity, kid. It's a player-eat-player world out there. Let your guard down, and someone's liable to swoop in and take a bite. Gotta know who's got your back, and who's just looking to stab it. You're considerably more forthcoming with advice than the other Reapers. That's because the other Reapers aren't as tired of seeing the same team on top as I am. Figured I'd lend some fresh faces a hand, shake things up. Maybe even get you kids to ruin the Ruinbringers. You feel me, man? I don't know. I feel like you're trying to trick us too, man. Guilty as charged. Not bad, kid. Ich kann mich gerade gar nicht mehr richtig erinnern. Wenn ich das noch ungefähr im Kopf habe, zu ihm gab es nochmal eine Lady. Und er hat den ganzen Scheiß eigentlich gemacht, weil er die Lady nice fand. Und ich weiß gerade gar nicht, wo sie ist und was mit ihr passiert ist. Und die beiden waren immer so übel edgy und, ja, wir sind die Bösen, aber eigentlich waren die voll nett. Sounds like you learned your lesson after all. Didn't realize we'd be tested so soon. Well, you better get used to it, kid, because this is just the beginning. You've got some pretty big shoes to fill here in Shibuya. Oh? Yep, we had a player come through once who ended up flipping the entire game right on its head. Oh, Nico! Man, what a riot that was. Anyway, I'm looking forward to seeing what kind of trouble you stir up. The more trouble, the better, I'd say. It seems irresponsible of him to encourage us to make mischief. He's looking for a show, right? Might as well give him what he wants. Yeah, but we've got big shoes to fill. Yes, that player sounded like quite the living legend. Dang, a living legend. Like Napoleon or something. He is still living, isn't he? He hasn't been for several centuries. Ah, you're right. Must have been thinking of someone else. Napoleon, huh? You were thinking? Now that was cold. Surprised Fred knew his name. Then we agree to disagree. Huh? It's from Swallow. Hey Dragon, how's the new recruit? That's so weird. They're still texting me like usual. But how? Fred's the only other person in my contacts. It's always tough to rebalance your team. Huh? Wait a sec. Especially when you factor in your abilities and stuff. If we're able to text like this, like when I was back in the RG. No, she's actually pretty cool. She's with me right now. Does that mean? Oh, you meant like IRL team. How are you getting along? Swallows? Here in the UG too? Ja, more or less. Thanks for checking in. Hatten wir das nicht schon etabliert letztes Mal, dass sie wahrscheinlich auch hier unten ist? Naja. Hm? Hm? So, wir gucken uns das mal I an. know what you kids were thinking. This guy's just a wishy-washy pushover.
Well, look who's up the creek without a paddle now. How the tides have turned. Lord Rindo, I fear we may be in rather dire straits. You can row all you want. But you won't go gently down this stream. Eh? The hell? Morning. Sup? What was that just now? What was what? Huh? Wait, did you see it too? Maybe? With the guy in the stream. I'm just messing with you, buddy. No idea what you're talking about. Dude, this is serious. Chill. It was probably just a bad dream. A bad dream? Was I sleeping? But that vision I had yesterday didn't come true. Maybe it wasn't the future after all. I fall asleep standing up all the time, so maybe? So what did I see just now? Is anybody out there? Hey, is that the boss? Ah, there you are, Lord Rindo. Hey, Nagi, is everything okay? Yes, I could not discern if this were reality or some reverie. Thus, I shouted in hopes of receiving some response. A bold approach. And I have deduced this is indeed the waking world. 'Tis day 5. Which means we've really got to rack up some points today. Sure wish we had a shortcut or something. Erasing a lot of noise will only get us so far, you know. Listen up, Zeptograms. Mr. Minami. The Reapers have factored themselves out of the equation today. You casting a spell or something? Hopefully, we won't have any trivial variables impeding our progress again. Today, we're taking charge of the game. How do we do that? By sabotaging the others, so we can keep the points for ourselves. But that's cheating! Perhaps. So you better act fast, before they can put up a fight. I'm not sure how I feel about this. Also die dürfen uns verarschen und wir die nicht, oder was? Relax. The arithmetic sequences are already defined. You just have to reach within yourself and rewrite them. Rewrite them with what? I'll be checking your answers. And I don't forgive miscalculations. We're getting graded for this? Wait, are you seriously a teacher? 'Cause you're absent a lot and you never send us up. Let's just say I'm an exception to the rules. That's all you three need to know. And not a yoctogram more. 10 to the negative 24th power. So that's 0.0000. That's enough zeros, buddy. So if you want to be a part of the remainder, then come on. Well, it appears we've no choice but to heed his Radiance's call. Yeah, I guess you're right. Though his radiance may differ from the Tomonami here in my hand, his unfettered spirit matches the Tomonami in my heart. Minamoto. Das ist tatsächlich ein Anagramm. Fuck my life. Sally forth! And she's off. So, what are we supposed to be doing today? I don't know, but I'm super excited to do it. He's the Mina man with a plan, whatever it is. Plus, he's super smart and he always helps us when he's around. So we might as well do what he says, you know? Yeah, we definitely can't put up much of a fight without him. Let's go. But what about Swallow? They might be on one of the other teams. What if we end up fighting each other? Dann ist das halt Doesn't so. seem like they're playing the game. Should I ask? Ja. Hey, mission's here. Wonder what we're in for today. Defeat the single boar made of real gold ore. A pig? One swine has already been set loose upon the city. Jeez, already? In addition, the upheaval rule is now in effect. Teams lower in the ranking will earn more points if they succeed. 'Tis our chance to stage a revolution. Let's see here. So, it looks like the gilded pigs are only worth 1 point. And the boar made of true gold ore is worth 100.
100? Multiplied by a factor of 5 for the last place team, meaning 500? Well, sounds like we're going on a gold rush today. If we bag that big pig, we could actually win. We could just take down a bunch of tiny ones. They're worth 5 points apiece. Only for the last place team. We are in second last, meaning each would be 3 points. And if the team beneath us were to poach the true gold boar first, our fate would be sealed. That would be bad. Then we've got no choice but to bring home the bacon! Golden bacon! Let's go, guys! Viva la Revolution! Was hat der denn mit Napoleon, Alter? Also mit Frankreich, Napoleon und der ganzen Zeit da. Return to any previous completed day from the chapter section of the records menu. All party members' items and stats will carry over when you revisit the past, allowing you to resolve any unfinished quest and complete each day in its entirety. To streamline your experience, press the R2 button to skip previously reviewed. Okay. But why? A lecture? Wonder what's up with that, huh? What lecture? The one that guy over there is talking about. He appears to be engaged in a telephone conversation. Yeah, said something about Shibuya's hidden somethings or something. Yes, I plan on showing footage from some of our in-person events. Unfortunately, Buddy Rapids still hasn't shown up. Kind of hard to start without him. Me? Oh, public speaking isn't exactly my strong suit. Don't you worry, I'll track down Mr. Rapids right away. Buddy Rapids? Let's look it up. Let's see. Online lectures, Shibuya Historical Society, self-proclaimed extra honorary president. Sounds like a blast at parties. Wieso war das jetzt wichtig? I don't know. Maybe werden wir das nächste Mal erfahren, weil jetzt mache ich erstmal Feierabend, weil ich muss morgen arbeiten. Ich bin gespannt, ab wann dieses Spiel sich wieder komplett dreht. Weil jetzt ist gerade alles Shits und Giggles und ja, wir spielen dieses Spiel. Aber in Teil 1 war es halt an einem gewissen Punkt einfach so, alle Leute verrecken und es geht wirklich um Leben und Tod. Und da warte ich gerade noch so ein bisschen drauf, weil gerade ist es noch ein bisschen nur zu ruhig. Ich glaube nicht, dass wir die ganzen großen Streamer raiden können und deswegen würde ich sagen, mache ich heute einfach Feierabend. Für die Leute, die noch da sind oder gerade schon eingeschlafen sind oder so, ich weiß es nicht. Ich wünsche eine gute Nacht, schlaft gut, kommt gut in die neue Woche. Danke fürs Zuschauen und mal schauen, wo wir uns wiedersehen. Baba Matanini. Und keep glowing!